Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und wir schauen uns heute zusammen das brandneue AUG A3 in der XS Kommando Version an. Auch dieses Modell kommt letztendlich von JG, wie vor einem Jahr oder ein bisschen was über einem Jahr die A2-Version auch. Bedeutet auch hier wieder, der gesamte Schaft komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, EFCS MOSFET drin. Aber ihr seht es jetzt schon auf dem Tisch, jetzt eben auch in dem richtig geilen Oliv einmal erhältlich. Also nicht nur Standard schwarz wie vor einem Jahr, sondern jetzt endlich auch einmal Oliv und das feiere ich. So, und was ich noch feiere und warum es überhaupt zu diesem Video gekommen ist, die kurze Variante von der AUG ist meiner Meinung nach das interessanteste Modell auf dem Spielfeld. Warum? Ich habe es euch damals bei der langen Version angesprochen, ewig langer Innenlauf drin, 510 mm und halt ein Standardzylinder. Bedeutet, da waren wir bei einem Verhältnis vom Volumen bei 1,8:1, glaube ich. Ja, jetzt hat aber die kompakte Version hat eine Lauflänge von 340 mm und das ist immer noch locker ausreichend, aber auch einen geschlossenen Zylinder drin. Und dementsprechend kommt man halt hier auf ein Verhältnis von 2,5:1. Bedeutet, wenn euch da 0,36 reinstopft oder 0,4er, ist es wurscht. Das Volumen drückt euch die BBs, egal welche Grammatur ihr verwendet, drückt euch da problemlos einmal durch. Also hier ein bisschen optimiert, auch der Klang wurde optimiert, besserer Zylinderhead ist einmal drin, auch bessere Magazine sind dabei und halt dieser wunderschöne Schaft. Und ihr seht natürlich, da kam wieder der innere Monk von mir zum Vorschein, denn ich habe schon wieder ein paar Anbauteile drauf. Denn ja, das wird es wahrscheinlich zum Weihnachten einmal geben, das Modell. Schauen wir mal. Also Leute, macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's. Wie üblich starten wir dann zunächst mal wieder mit dem Lieferumfang und mit den technischen Daten. Und all diejenigen, die im Regelfall diese Kapitel überseppen, vielleicht mal dranbleiben, denn ich werde gleich 2 Punkte ansprechen, die vielleicht ein bisschen relevant sind. Schauen wir aber uns zunächst mal den Kartoninhalt an. Haben wir 3 Zielscheiben dabei, so kleine, gut, wenn man es braucht, ansonsten weg damit. Dann war bei mir noch dabei ein Chronoprotokoll von Bega, die wurden 10 Schuss gekront, minimal waren sie bei 1,42 und maximal waren sie bei 1,45. Da habe ich mit meinem Chrono ein kleines bisschen mehr gemessen, aber ich habe auch das Hop-Up bereits eingestellt. Also mit Hop kront die Waffe ein kleines bisschen minimal höher wie ohne Hop. Wie gesagt, Bugatti kront ca. 1,4, ich war bei 1,55 oder sowas. Schauen wir uns aber dann einmal an, natürlich im Anschluss mit 0,2 und 0,3. Dann ebenfalls, gerade für Einsteiger wieder relativ wichtig, finde ich immer, eine übersichtliche Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung auf mehreren Seiten. Alles Relevante drin erklärt mit Bildchen auf Chinesisch und Englisch. Bedeutet, wer wirklich blutiger Einsteiger ist im Airsoft-Bereich, mal kurz durchblättern, die Bildchen anschauen und der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Also, Anleitung ist in Ordnung. Tütchen Kugeln ist dabei, 0,2 Gramm. Ja gut, wer es braucht, ansonsten nehmt sie her, rotzt sie durch und von mir aus schießt das Hopper-Bucking damit ein. Ansonsten würde ich in dem Ding Minimum 0,28 Gramm BBs einmal verwenden. Wie gesagt, auch wegen dem Volumen. So, dann Laufreinigungsstab ist dabei und jetzt eben bei den neuen Versionen, egal ob A2, A3 Kommando oder die lange A3-Version, ist nicht mehr dieses schäbige High-Cap-Magazin enthalten, sondern JG packt jetzt 2 120 Schuss mit Caps dazu. Und das finde ich schon wieder klasse. Also hier deutlich optimiert. Man bekommt 2 ordentliche Mid-Caps und nicht so ein schäbiges High-Cap-Magazin dazu, sondern 2 ordentliche und anständige Mid-Caps sind eben im Lieferumfang jetzt enthalten. So, dann seht ihr hier oben, was sich jetzt auch noch geändert hat im Vergleich zu der A2 von vor einem Jahr, dass hier jetzt eben auch Kimme Korn nochmal separat mit im Karton enthalten ist. Könnt ihr draufschrauben oder ihr lasst es weg, je nachdem, ob das braucht. Und das aber nicht mehr aus diesem billigen ABS-Plastik wie noch vor 2 Jahren oder halt noch von der alten Version, sondern jetzt einmal aus Aluminium und Zink gefertigt. Also anständige Flip-Ups letztendlich oder anständige Offensivisierung jetzt auch enthalten. Gut Leute, und jetzt lasst uns bei den technischen Daten 2 Punkte ansprechen. Das Datenblatt blende ich euch hier drüben wieder ein, wenn es euch interessiert. Sprechen wir aber zunächst einmal über das 14 mm Linksgewinde. Ihr habt es gerade vor dem Intro gesehen, ich hatte so eine relativ kompakte Schalldämpferattrappe montiert. Das geht aber standardmäßig nicht bei diesem Modell.
Bedeutet, ihr seht es vielleicht oder ihr könnt es vielleicht erkennen, ich habe hier eine ganz kleine Verlängerung einmal drauf mit ca. 15 bis 20 Millimeter. Denn standardmäßig liegt das Gewinde nach hinten versetzt und genau unter dieser Picatinny-Rail oder unter der Picatinny-Schiene unten drunter. Bedeutet, ihr bekommt standardmäßig weder Tracer noch Schalldämpferattrappen einmal drauf montiert. Seid also darauf angewiesen, hier so eine kompakte 14 mm CCW Verlängerung einmal zu montieren. Da hatte ich jetzt natürlich keine da, dementsprechend habe ich mir jetzt kurzerhand eine 3D gedruckt, ist aber wirklich nur für das Review, denn das hält nicht wirklich. Da schraubt er einmal dagegen, dann bricht das Ding letztendlich ab. Auch hier habe ich schon Rücksprache mit Begadi gehalten. Hier ist sogar so eine Verlängerung bereits bestellt, aber die ist nicht mitgekommen. Die kommt halt dann irgendwann vielleicht im Februar oder sowas. Finde ich also schon mal ein kleines bisschen schade, dass es out of the box nicht möglich ist, ohne Verlängerung hier irgendwie Schalldämpfer, Attrappe oder Tracer zu montieren. So, das war der erste Punkt. Und jetzt lasst uns nochmal direkt im Detail über den Frontgriff oder über diesen Vertical Grip sprechen, der hier enthalten ist. So, und der ist eben nur bei der Kommando-Version, ist der einmal dabei. Und wenn ihr euch die Standardbilder anschaut, dann ist das Ding normalerweise ellenlang und sieht mega bescheiden aus. Also das könnt ihr von mir aus eurer Frau schenken. Vielleicht kann sie zweckentfremden, aber ansonsten ist das Ding eigentlich so mehr oder weniger hübsch an dem Teil. So, ihr seht, hier handelt es sich um so ein, ja, das sind mehrere so Hülsen einfach. Bedeutet, ihr könnt das Ding in der Länge ein bisschen einstellen. So, standardmäßig sieht das Ding so aus. Bedeutet, ihr habt da so einen ellenlangen Griff dran und der ist aus Aluminium gefertigt und relativ dickwandig. Dementsprechend wiegt er auch ein kleines bisschen was. Jetzt habt ihr das aber gerade schon gesehen, ihr könnt das Ding letztendlich diese einzelnen Hülsen einmal abschrauben und könnt das Ding dementsprechend kompakter machen. Und was ich auch sehr schön finde, nehmen wir mal an, ihr habt irgendwie so einen Rotpunkt drauf mit einer CR123 Lithiumzelle oder sowas. Dann könnt ihr auch hergehen und könnt euch die Zelle hier unten einmal in den Griff reinpacken. Oder sonstiges Knabberzeug oder Batterien oder whatever. Denn hier ist der gesamte Griff vor Wasser oder einmal wasserdicht. Bedeutet, er ist komplett einmal mit O-Ringen abgedichtet. Und wie gesagt, wollt ihr einen kürzer haben, dann schraubt ihr einfach noch eine Hülse weg, macht dann von mir aus das Ding wieder hin oder ihr lasst das Ding da den Boden komplett weg und macht nur so ein kleines Knuppelding hin. Finde ich, je nachdem, wie man die Waffe greift, ob man jetzt quasi so greift oder ob man die Hand anwinkelt, kann man den Griff konfigurieren oder einstellen. Wie gesagt, ich würde es ein bisschen so schräg im Winkel halten, finde ich am angenehmsten und dementsprechend würde ich das Ding so kompakt und so kurz wie möglich einmal machen. Und dann packe ich mir halt da weder Batterie noch sonst irgendwas, rein, aber es ist einfach ein bisschen stimmiger, wie dieses ellenlange Ding da unten dran zu haben. Also hier 2 Punkte, Griff einstellbar, 14 mm Linksgewinde, unbedingt einmal zu beachten. So Leute, jetzt schauen wir uns ein Chrono an, 0,2 und 0,3 Gramm. Somit haken wir den Chronotest ab. Lasst uns hier wieder ein kleines bisschen über das Thema Energie sprechen. Zunächst mal, was man vielleicht im Chronotest sehen konnte, mit 0,3 Gramm steigt die Energie ein kleines bisschen an. Und auch wenn ihr 0,36 Gramm BBs reinpacken solltet, creept das System ebenfalls ein kleines bisschen. Bedeutet, ihr bekommt, je höher das Kugelgewicht ist, desto mehr Energie oder kleines bisschen mehr Energie bekommt ihr raus. Das habe ich euch eben vorhin schon mal gesagt, bei dieser kurzen Variante 360 mm AEG-Lauf einmal drin, aber komplett geschlossener Typ 0 bzw. Type F-Zylinder. Bedeutet, wir nutzen letztendlich in diesem System das gesamte Volumen, was da hinten drin ist, um unsere BB zu beschleunigen. Und dementsprechend könnt ihr eben im Vergleich auch zu den längeren Versionen problemlos auch etwas schwerer gehen vom Kugelgewicht. Denn euch geht eben beim halben Weg vom Lauf nicht die Luft aus. Hier also meiner Meinung nach ein großer Vorteil, nur eben beachten,
beachten, der Joule Creep, wenn ihr jetzt am Chrono seid und chront mit 0,2, liegt die Energie immer ein kleines bisschen weiter unten, wie wenn ihr mit schweren BBs chront. Also am besten immer mit Spielgewicht einmal chronen. So, und der nächste Punkt ist, was ich euch auch schon vorhin kurz angesprochen habe, auch mit eingestelltem Hop-Up steigt die Energie an aufgrund des Volumens. Bedeutet, habt ihr komplett gar keinen Hop eingestellt, dann kann natürlich die gesamte BB sofort, sobald der Druck kommt, wird die BB einmal angeschoben. Habt ihr allerdings jetzt schon ein kleines bisschen Hop eingestellt, dann wird die Kugel natürlich unterm Hop-Up-Bucking gebremst. Und dann baut sich hinter der Kugel natürlich das Luftpolster auf oder der Druck auf und dann wird die Kugel aus dem Bucking abgeschossen. Und da steigt eben die Energie auch nochmal minimal ein bisschen an. Also im besten Fall Hop-Up einstellen, Spielgewicht rein und dann chronen. Wie gesagt, hier ein kleines bisschen zu beachten. So, der nächste Punkt ist dann, die Hop-Up-Ergebnisse, bzw. die Schussergebnisse waren gut, da konnte man überhaupt nicht schimpfen, also keine Ausreißer irgendwie links, rechts oder die ganze Zeit nur nach links gezogen, kein starkes Überhoppen drin. Ich habe 0,3 Gramm und 0,32 wieder versucht und es hat beides super funktioniert. Nur das Einstellen selbst ist ein kleines bisschen tricky, denn natürlich der Spannhebel ist mit Funktion vom Schützen aus auf der linken Seite. Einmal zurückziehen, dann oben arretieren und dann müsst ihr hier innen drin mit dem Finger, müsst ihr hier einmal rein und müsst das Hop-Up einstellen. Und wenn man da ein kleines bisschen dickere Finger hat oder Handschuhe anhat, dann könnt ihr das vergessen, da kommt ihr nicht rein. Bedeutet, wer halt ein bisschen dickere Finger hat, nimmt am besten einen Schraubenschlüssel oder einen Schlüssel oder irgendwas her, um hier das Rädchen einmal drehen zu können. Denn wie gesagt, hier braucht man relativ schlanke Finger, damit man hier einmal durch den Auswurf ans Einstellrädchen einmal rankommt. Nichts Kritisches, aber wie gesagt, ein bisschen fummelig. So, und dann ein Punkt, den kann ich auch gleich ansprechen, da werden wir vielleicht später bei der Verarbeitung nochmal im Detail darauf eingehen. Vielleicht könnt ihr es jetzt erkennen, auch jetzt hat es funktioniert. Vorführeffekt, wartet mal. Bleibt das jetzt offen? Ach nee, bleibt nicht offen. Mist, warum geht es jetzt? Scheiße. Jetzt wollte ich euch eigentlich zeigen, ist mir gestern Abend noch aufgefallen, wo ich noch ein paar Punkte vorbereitet habe für das Video. Da ist das Verschlussblech hier seitlich. Das ist immer nicht ganz zugefahren. Bedeutet, es ist immer so circa 1 Zentimeter vor Schluss ist es hängen geblieben. Und als ich dann den Schaft ganz leicht an der Position minimal zusammengedrückt habe, hat es klack gemacht und dann ist es komplett zugefahren. Ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich weiß aber nicht warum. Hier vielleicht eine kleine Überlegung meinerseits. Sollte das wieder ein Problem werden, dann könnte man eventuell im oberen Bereich vom Schaft innen drin ein bisschen mit Schleifpapier drüber, dass eben das Blech da innen drin nicht hängen bleibt. Aber jetzt funktioniert es komischerweise wieder. Ja, keine Ahnung. Gestern ging es mal nicht. Also wie gesagt, sollte bei euch das nicht immer 100% zufahren. Schaut innen rein, die Gearbox oder dieses Blech steht genau hier oben drin in diesem Radius an. Und da einfach mit dem Schleifpapier oder irgendwas und 0,1, 0,2 mm ein bisschen abtragen innen drin, damit es schön flutschen kann da innen drin. Gut, jetzt funktioniert es. Ich wollte es euch eigentlich zeigen. Bisschen blöd. So, lasst uns über die allgemeinen Informationen sprechen. So, ich packe jetzt erstmal die Ständer hier auf die Seite. So, Allgemeines und wie vorhin auch schon angesprochen, ja, es ist natürlich letztendlich wieder ein kompletter Polyamid-Receiver. Bedeutet hier im Vergleich zu der Cybergun-Version nicht irgendwie ABS, Kunststoff oder sowas. Nein, es ist genauso wie bei der schwarzen A2-Version damals komplett einmal Polyamid-Kunststoff. Schöner Kunststoff, schön hart, kein Knarzen irgendwie, wenn ihr da drückt oder macht oder auch wenn ihr die Knifte mal versucht zu verwinden. Da knarzt nichts oder sowas, sondern es ist einfach der beste SAEG-Schaft bei einer AUG, ja letztendlich aus Polyamid-Kunststoff. Also kein anderer Schaft kommt letztendlich hier ran. Wenn ihr da eine Cybergun-Version habt oder halt das andere Billigzeug, was es gibt, das ist immer alles ABS. Nur eben JG oder diese Begadi Update-Serie, nur da habt ihr eben diesen Polyamid-Receiver. Und der fühlt sich einfach mega geil an. Und wie vorhin auch schon angesprochen, ich weiß nicht, wie gut ich die Farbe einfangen kann mit der Beleuchtung. Dann später auch im Grading, diesen Olivton hat JG einfach nur perfekt umgesetzt. Das ist so eine geile Farbe, richtig sexy, richtig schön, so ein Olivgrau irgendwie, schön matt, kein Glanz irgendwie drin, auch von der Oberfläche, so eine ganz leichte Struktur, schön griffig, das passt also wieder wunderbar. Und dementsprechend werde ich heute auch wieder auf den Schaft letztendlich einen Pluspunkt im Fazit geben.
So, ansonsten nichts Besonderes. Gut, das davon ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit der Picatinny da unten raus. Ne? Ihr könnt es auch abnehmen, da ist einfach nur so ein Pin drin. Den schlagt da raus, dann könnt ihr die ganze Rail nach unten abziehen. Aber dann müsst ihr das Ding halt irgendwie so heben oder da unten irgendwie heben. Also je nachdem, ihr könnt es, wie gesagt, wenn ihr das hässlich findet, ihr könnt es auch wegnehmen. Ich fand es recht angenehm, das Ding einfach so zu heben, denn dann konnte ich auf der gegenüberliegenden Seite hier dieses Dummy Light einmal dran machen oder den Drucktaster dafür. Also wie gesagt, es sieht vielleicht ein bisschen fragwürdig aus, aber von der Haptik her oder wie das Ding im Anschlag drin liegt, passt es eigentlich wunderbar da vorne mit dem Griff. Ihr könnt es natürlich auch so heben, wenn ihr wollt. Also ich bevorzuge es eher so. Hat man sie schön in der Hand. So, Gewinde habe ich euch vorhin schon mal angesprochen. Da müsst ihr halt, wie gesagt, aufpassen. Innen liegen braucht ihr Verlängerung. Und dann ist eben auch bei dieser kompakten Version hier oben, diese gesamte Picatinny ist alles komplett neu. Bedeutet hier komplett aus Aluminium gefertigt, schöne lange Picatinny, Standardmaß und ihr könnt problemlos alles drauf montieren, was ihr letztendlich wollt. Auch das war bei der A2-Version nicht der Fall, denn hier war die Picatinny, hier ein bisschen abweichend. Bedeutet, ihr hattet immer so einen Doppelsteg letztendlich. Hier bei der kompakten Version oder bei der ganz normal, stinknormal 21 mm Picatinny, wie man es gewohnt ist. Und ihr könnt eben alle Rotpunktoptiken problemlos da einfach draufknallen. Habt ihr vorhin schon mal gesehen, ich habe das UH1 oder diesen UH1-Klon da drauf geknallt. Das passt einfach wunderbar. Schöne Visierlinie, schöne Höhe, liegt sauber drin, das ist in Ordnung. Also alles, was so circa Visierlinie ab Picatinny so 40 mm Höhe hat, passt eigentlich perfekt. Also egal, ob ihr ein EO nehmt, ob ihr irgendwie einen Nautilus nehmt von Vector Optics oder eben so einen UH1-Klon, das ist alles relativ wurscht und passt natürlich auch wunderbar dazu. So, wenn wir jetzt gerade schon bei der Visierlinie sind, lasst uns ein kleines bisschen kurz über die offene Visierung sprechen. Tut zwar nichts zur Sache, denn die meisten verwenden es eh nicht, aber wie vorhin schon angesprochen, jetzt hier bei der kompakten oder bei dieser Kommando-Version nicht mehr diese billigen ABS-Flip-Ups da dabei, die man hat wegschmeißen können, sondern hier einfach schöne Visierung auf der Pick-Rail direkt einmal dabei enthalten. So, das ist in Ordnung. Wie gesagt, auch hinten Kimme ganz normal einmal zum Umklappen, verschiedene Durchmesser oder Breiten. Das passt soweit. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem und das habe ich im Internet auch schon nachgeguckt, ein paar Bilder von der Scharfwaffe. Das ist bei der Originalwaffe auch so. Also die sehen genauso aus. Jetzt frage ich mich aber, wie will ich denn damit zielen? Also nehmen wir an, ich habe keinen Rotpunkt drauf. Ja, das könnt ihr vergessen. Wisst ihr, wo ich mit der Visierlinie hin muss? Wartet, so wäre es von der Höhe her passend. Also das letztendlich viel zu tief oder viel zu flach. Wenn man das Ding normal im Anschlag reinnimmt und die Wange sauber auflegt, dann müsste letztendlich hinten die Kimme locker nochmal einen Zentimeter höher. Also wie gesagt, diese als Backup-Visierung oder sowas eigentlich ungeeignet. Ihr trefft diese Visierlinie, trefft ihr hinten und vorne nicht. Wenn das vielleicht auf 20 Meter, ja, dann zielt er halt bloß mit dem Korn ein bisschen auf Sicht oder schaut an der Waffe vorbei. Aber wirklich effektiv nutzbar, nicht wirklich. So, und dann können wir vielleicht noch kurz ansprechen, natürlich Standard wie bei einer AUG ist auch dieses Modell beidseitig nutzbar. Bedeutet, ihr habt ganz normale Feuerwahlhebel, könnt ihr eben so umschalten. Einmal so, dann habt ihr Zerlegehebel und Magazinauswurf natürlich auch beidseitig wie üblich hier unten drin. Und was natürlich auch möglich ist, ihr habt vom Schützen aus auf der linken Seite standardmäßig hier hinten den Sling-Swivel dran oder Aufnahme von Trageriemen. Auch den könnt ihr einmal abziehen und könnt ihn auf der gegenüberliegenden Seite montieren. Bedeutet, hier drüben habt ihr nur so eine Abdeckung einmal drauf. Ist innen drin alles über so einen E-Clip gesichert, macht den E-Clip weg, bastelt es einfach um auf die andere Seite. Und was natürlich auch möglich ist, wenn ihr jetzt Linksschütze seid, auch hier ist es natürlich möglich, diese Abdeckung aus Gummi hier, müsst ihr ein bisschen mit Gewalt vorgehen, aber die könnt ihr mit relativ viel Kraft, könnt ihr die einmal runterziehen, so, einmal abziehen und dann könnt ihr das Ding einfach auf der Seite einmal reinstecken. Und dann könnt ihr es Hop-Up letztendlich auf der gegenüberliegenden Seite justieren. Bedeutet dann letztendlich auf der Seite. Also je nachdem für Links- und Rechtsschützen einmal problemlos umzumodeln bzw. umzubauen das Ganze. Dann lasst uns ansprechen, zunächst einmal über die Konstruktion und über das Federschnellwechselsystem sprechen. Gerade für Einsteiger, wer so den Aufbau von so einer AUG noch nicht kennt,
Auch hier wieder der Punkt, das Modell ist im Allgemeinen sehr benutzerfreundlich ja, aufgebaut oder konstruiert, wie das Resteel-Modell letztendlich auch. Bedeutet, ihr kommt unheimlich schnell ans Hop-Up-System hin, ihr kommt unheimlich schnell an die Gearbox hinten hin und habt natürlich auch hier vorne das Zerlegesystem. Bedeutet, wenn ihr jetzt einfach nur mal ein Bucking tauschen wollt, weil es halt einfach verschlissen ist, dann einfach hier unten Zerlegehebel kräftig rein, Spannhebel bisschen zurück, dann dreht ihr das ganze Ding einfach um und zieht's raus, zack. Dann habt ihr hier hinten einmal eure Hop-Up-Kammer dran. Und wenn ihr jetzt irgendwie an das System oder an den Abzug hin wollt, sprechen wir später nochmal aufgrund der Optimierung, einfach hier seitlich den Hebel rausdrücken, bis Klick macht. Und dann könnt ihr auch das innere, den inneren Receiver, wartet, andere Seite, den inneren Receiver einfach rausziehen, zack. Gearbox geht dann letztendlich einmal nach hinten raus. Also auch hier der Aufbau von so einer AOG ist einfach mega simpel, mega durchdacht und einfach benutzerfreundlich. Man kommt einfach unheimlich schnell an alle Bauteile ran. So, Federschnellwechselsystem dann genauso, hinten einmal die Schaftkappe, die ist aus Gummi, bedeutet, drückt ihr hier ordentlich zusammen und nehmt die über dieses Null- und Federsystem, nehmt ihr die einmal ab. So, da hinten legt ihr dann gleich den Akku ein und hier oben seht ihr direkt innen drin, wenn ihr das sehen könnt, vielleicht seht ihr das, da seht ihr wieder direkt einen Spring Guide drin. Bedeutet, ihr könnt auch hier direkt, ohne irgendwas zu demontieren, könnt ihr das Modell letztendlich aufs Spielfeld, wo ihr spielen möchtet, einstellen. Ob ihr das Ding jetzt mit 1,2 Joule spielt oder mit 1,8 Joule spielt oder von mir aus 1,9 Joule, macht keine Rolle oder spielt keine Rolle. Bedeutet, das System macht sämtliche spielbare Energien problemlos einmal mit. Und wie gesagt, unheimlich schnell erreichbares und benutzerfreundliches Federschnellwechselsystem direkt von hinten erreichbar. So, dann bauen wir das Ding wieder ganz kurz zusammen. Einfach hier oben den Receiver letztendlich wieder reinschieben. Schauen, dass er hinten schön arretiert. Da muss man teilweise ein bisschen runterdrücken. Zack. Dann arretieren über den seitlichen Arretierungshebel. So, dann Hop-Up-Kammer und Outer wieder reinstopfen in das System. So, und einmal drehen. So, jetzt da Klick, Klick und jetzt ist das Ding letztendlich alles wieder fest arretiert. Also unheimlich geil aufgebaut. So, dann lasst uns zunächst mal über den Akku sprechen. Ich habe jetzt 2 Akkus da, die gehen oder die reinpassen und problemlos reinpassen und es sind auch ziemlich die größten. Bedeutet maximal 1500 mAh, 11,1 Volt. So, und jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt habe ich hier 2 unterschiedliche. Und das sind auch wieder diese gelben AMAX Superior Akkus, also diese 30 bzw. 60C Plus. So, und da gibt es einmal diesen kompakten, der nennt sich Compact Triple Stick. Also der hier, den würde ich euch empfehlen, der passt super rein. Und wenn ihr ein kleines bisschen fummeln wollt, bekommt ihr auch diesen Regular Triple Stick rein. Also die etwas größere Variante davon. Wie gesagt, der passt auch rein. Da müsst ihr nur aufpassen, wie ihr dann letztendlich die Kabel verlegt. Denn die Zellen gehen genau hier oben, ja, gehen genau bis hier oben einmal rein. Wartet, ich zeige es euch vielleicht mal kurz. Seht ihr das? Und ihr müsst ja die Schaftkabel müsst ihr ja auch noch irgendwie da hinten einmal drauf zömpeln. Dementsprechend, wenn ihr da schon einen zu Hause habt, dann würde ich ihn weiter verwenden. Wie gesagt, müsst ihr halt die Kabel ein bisschen sauber verlegen, dann passt es. Wenn ihr jetzt einen neuen benötigt oder sowas, dann nehmt ihr auf jeden Fall so diesen Compact Triple Stick. Denn der ist von den Zellen noch ein kleines bisschen kürzer, hat aber ebenfalls 1500 mAh. Und wie gesagt, der passt da hinten einmal problemlos rein. So, Akku ist einmal drin. Wie gesagt, einmal dieser Compact Triple Stick. Da müsst ihr euch auch nicht plagen. Einfach Stecker nach unten legen, quasi Balancer, alles nach unten, Zellen nach oben. Und da habt ihr da problemlos hinten drin Platz, auch dass ihr die Schaftkappe wieder schön sauber einmal drauf bekommt. Wie gesagt, das ist bei dem großen, bei dem Regular Triple Stick ist es nicht ganz so einfach. Da muss man ein bisschen drücken, ein bisschen fummeln, damit die Kabel sauber reingehen. So, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem Thema Ansprechverhalten und Klangbild. Hier aber zunächst einmal der Punkt, da werde ich später auch nochmal darauf eingehen und auch im Fazit leider. Der Abzug hat sich im Vergleich zur älteren Generation nicht verbessert. Bedeutet natürlich, die Original-AUG oder auch die internationale Version hätte im vorderen Bereich am Abzug ganz normal halbautomatisch oder halt semi. Und wenn man dann über den Druckpunkt drüber drückt, schießt das Ding dann Full Auto. In Deutschland natürlich nicht. Bedeutet, bei uns ist das Ding halt einfach eine Semi-Only SAEG. So, und dadurch ergibt sich aber auch wieder der Abzug, dass man über den Druckpunkt drüber fahren muss und die Knifte letztendlich dann im hinteren Bereich, wo die Originale normalerweise Full Auto schießen würde, da schießt das Ding einmal Semi. Bedeutet, man könnte jetzt einfach hergehen und könnte da innen drin dieses Klicksystem einfach rausschmeißen. Das sind zwei so links und rechts, zwei so kleine Federn mit so einem kleinen Kunststoffschieber oben drauf, einfach rausbauen und dann ist dieses Klicksystem einmal weg.
Aber auch hier vielleicht die Information, Begadi möchte für dieses Modell auch einen Speed-Trigger einmal bringen. Habe ich aber leider auch noch nicht da, genauso wie die Verlängerung da vorne. Sollte aber Begadi zeitnah diesen Speed-Trigger einmal herbekommen, dann werde ich euch dazu nochmal ein Projektvideo zu dem Modell machen, wie das Ganze funktioniert. Denn wie sie das umsetzen, ist mir aktuell nicht bekannt, denn letztendlich habt ihr direkt im vorderen Bereich die Sicherung. Also jetzt einfach irgendwie den Abzugsweg verkürzen, ist hier nicht wirklich möglich. Ich denke mal, die werden irgendwie hinten dann über dieses Hebelsystem arbeiten, damit das Modell einfach früher vom Abzug auf den Mikrotaster drauf drückt. Denn wie gesagt, im vorderen Bereich ist eigentlich die Sicherung vorhanden. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Jetzt Ansprechverhalten, Klangbild und auch hier möchte ich nochmal darauf eingehen. Aufgrund dieses Abzugssystems, was wir uns dann gleich nochmal bei der Verarbeitung anschauen möchten oder anschauen werden, habt ihr nicht dieses schnelle Hair-Trigger-Feeling wie bei einer M4. Bedeutet, ihr könnt jetzt nicht hergehen und könnt dann einfach so zack, 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 zack. Aufgrund des Abzugs fahrt ihr immer ein bisschen mehr Weg oder legt ein bisschen mehr Weg zurück. Und dadurch könnt ihr nicht ganz so schnell triggern. Ich zumindest nicht. Also, hören wir uns das Ding mal an vom Zyklus her. Ich habe 0,3 Gramm BBs einmal vorbereitet. Auch hier vielleicht zunächst mal der eine Punkt. Magazin einlegen, nicht wie bei einer AR-15, bedeutet nicht einfach nur gerade reindrücken, sondern ihr habt wie bei einer AK hier vorne so einen kleinen Nupsi dran. Bedeutet, ihr müsst zunächst mal mit diesem Nupsi in den Receiver rein und dann das Magazin nach hinten drücken. Ansonsten liegt das Magazin nicht sauber drin und wird euch nicht feeden. Bedeutet, erstmal rein, dann über den Nupsi drüber, Klick, dann nach hinten, Klick. Und dann sitzt es hervorragend einmal im Schaft drin und hat absolut null Spiel. Also beachten, schräg rein, Klick, dann nach hinten, Klick. So, jetzt hören wir uns das Ding mal an. 0,3 Gramm BBs. Oh, leer. Oder? Wartet mal. Ja, leer. Waren nicht sonderlich viele BBs drin. So, jetzt da. Okay, also Ansprechverhalten ist gut, muss ich sagen. Können wir nicht schimpfen. Wie gesagt, genauso schnell wie letztendlich eine AR-15 oder sowas. Nur aufgrund des Abzugsweges kann man nicht ganz so fein triggern einfach. Wie gesagt, das ein kleines bisschen im Hinterkopf behalten. Ansonsten von der Zyklenzeit und auch vom Klang, muss ich sagen, geht das Ding in Ordnung. Und was wir auch später bei den Internals nochmal durchsprechen müssen, man hatte bei der älteren Version, hatte man im Klang noch dieses etwas hellere Kunststoffscheppern oder halt der Klang, der Aufschlag, der war ein kleines bisschen heller. Hier hat jetzt Begadi bei den neuen Versionen bereits ihren eigenen Zylinderhead drin verbaut mit einem weichen Sorbopad. Dementsprechend haben sie den AOE angepasst und auch nimmt das Ganze den Aufschlag ein bisschen raus. Bedeutet, dieses Kunststoffscheppern vom Aufprall, wie bei der alten Version, ist jetzt hier nicht mehr vorhanden. Allerdings, vielleicht hat man es ein kleines bisschen gehört, gerade wenn man schneller triggert, die Gears sind letztendlich auch wieder weiterhin Standard JG-Gears, stinknormale China-Gears, und die hört man leider ein kleines bisschen raus. Also so dieses ganz kleine Kreischen habt ihr vielleicht gehört, nicht ganz perfekt. Und was man vielleicht auch sagen muss, natürlich, ihr seid eben direkt mit dem Ohr hinten an der Gearbox dran und dementsprechend nehmt ihr natürlich sämtliche Geräusche, was die Gearbox macht, deutlich stärker wahr, wie bei anderen Systemen, wo die Gearbox weiter weg sitzt vom Ohr. Immer ein kleines bisschen beachten. Könnte man auch wieder ausgleichen, Silverline Gears rein, 13.1er oder sowas, dann hört sich das Ding noch ein bisschen besser an. Aber out of the box, wie gesagt, out of the box würde ich hier nicht großartig schimpfen. So, und wenn wir jetzt gerade schon beim Klang sind, lasst uns ebenfalls noch einen kleinen Punkt ansprechen und auch dieser wurde leider nicht verbessert. Das habe ich euch aber bei der alten Version, habe ich euch das mal im Detail schon mal gezeigt. Dementsprechend spreche ich es jetzt nur noch mal ganz kurz an, werde es euch aber nicht mehr im Detail zeigen. Bedeutet, wollt ihr das beheben, dann schaut euch bitte das Video von der alten Version an. Und zwar habt ihr auch hier oben drin, innen drin am Abzug, eine Feder, die letztendlich den Abzug federt. Bedeutet, diese Feder hier, die den Abzug nach vorne zieht. Und diese Feder klingelt weiterhin nach. Bedeutet, hört ihr das? Dieses ganz kleine Scheppern und Klingeln. Da müsst ihr letztendlich nur hergehen. Und müsst hier oben die Feder
Wartet, ich zeige es euch trotzdem ganz kurz. Hier oben seht ihr vielleicht die Feder drin liegen, diese lange hier, die schwingt und scheppert. Entweder die Feder richtig kräftig einfetten mit irgendeinem zähen Fett oder rausmachen, also die ist nur eingeklippt vorne, rausnehmen und ein kleines bisschen Schaumstoff oder irgendwas da rein stopfen, damit die Feder nicht mehr nachklingelt. Das ist, wie gesagt, das ist ein kleines bisschen, bisschen nervig, diese Feder da oben drin. Dann lasst uns anschließend noch kurz über das Thema Magazin sprechen, denn auch hier gibt es einen Punkt zu beachten. So, zunächst mal, was ich gut finde, ihr habt jetzt eben wie am Anfang schon gesehen, kein High-Cap mehr dabei, sondern 2 Polyamid Mid-Cap-Magazine. Die sind zwar nicht wirklich transparent oder nicht wirklich rauchig, wie man es von anderen Herstellern kennt, sondern ganz normal einfach so mattschwarz, fassen sich aber gut an, fühlen sich gut an, schön rutschfest das Ganze und machen auch qualitativ einen sehr, sehr guten Eindruck. So, wie gesagt, da sind 2 Stück drin. Einlegen habe ich euch gerade schon gesagt, nicht einfach gerade reindrücken, sondern erst mit dem Nupsi, zack, wie bei einer AK und dann nach hinten drücken. Dann arretieren die sauber und sitzen hervorragend im Receiver drin. So, und jetzt eben ein paar Informationen. Jetzt habe ich euch gesagt, vorhin schon, die Knifte ist eigentlich für schwere BBs einmal ausgelegt. Auch das Magazin oder die Magazinfeder innen drin hat wirklich ordentlich Power drauf. Bedeutet, selbst wenn ihr nur 36 Gramm reindrückt oder 0,4 Gramm BBs reindrückt, kommen diese, wenn ihr hier oben den Schieber öffnet, kommen die unheimlich schnell rausgefeedet. Bedeutet, der Druck von den Magazinen ist wirklich gut. Worauf ich aber jetzt dann später bei den Internals eingehen werde. Die Nozzle von JG ist weiterhin eine 25,4 mm Nozzle. Und diese greift sehr, sehr tief in das Backing rein. Und dadurch kann es gerade bei schweren BBs, wenn das Magazin fast leer ist, zu Leerschüssen kommen. Bedeutet, bis 0,3 hatte ich gar keine Probleme und je höher ich gegangen bin, desto häufiger kam es einfach vor, dass wenn, sagen wir mal, vielleicht die letzten 5, 6 BBs noch drin sind, dass es dann immer wieder Leerschuss, 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 dann kam die Kugel, Leerschuss, Leerschuss, kam die Kugel. Also hier beachten. Da würde ich, wenn ich mir die Knifte kaufe, würde ich hergehen und würde diese 25,4 mm Nozzle eventuell durch eine 25 mm ersetzen. Wie gesagt, ich zeige es euch später mal bei den Internals, wenn wir das Ding auseinanderrupfen, was ich meine. Denn meiner Meinung nach ist die Nozzle einfach ein kleines bisschen zu lang. Und das macht sich eben bei sehr schweren BBs einmal bemerkbar, da die Kugel natürlich ein bisschen länger braucht, um hochfeeden zu können. Und wenn dann die Nozzle eben nicht weit genug zurückfährt oder der Kugel einfach zu wenig Zeit gibt, um nachzurutschen, dann kann es zu einem Leerschuss kommen, wenn das Magazin eben fast leer ist. Also die letzten, keine Ahnung, 5 bis 7 BBs noch drin sind. Also das einmal zu beachten. Ansonsten bis 0,3, wie gesagt, feeden die Dinger wirklich hervorragend. Dann lasst uns auch heute wieder zusammen die Verarbeitungsqualität, die Passgenauigkeit und die Materialien durchsprechen. Beginnen wir hier wieder vorne bei der Mündungsbremse bzw. Mündungsfeuerdämpfer und diese ist standardmäßig aus Zinkguss gefertigt, also nichts Besonderes, ganz normal Zink und wird auch standardmäßig im unteren Bereich mit einem kleinen Gewindestift nochmal gesichert. Bedeutet auch, wenn ihr den hinten losschrauben wollt, ihr müsst immer erst den Gewindestift einmal lösen unten drin mit dem Inbus und dann das Ganze einmal lösen bzw. wegschrauben. So, und jetzt könnt ihr es hier eben in der Nahaufnahme nochmal kurz sehen. Standardmäßig werdet ihr feststellen, dass dieser Mündungsfeuerdämpfer circa auf dieser Höhe hier sitzt. Bedeutet, das Gewinde fängt direkt hier unten einmal an und hört dann quasi hier vorne auf. Und jetzt seht ihr, ich habe einfach hier so eine kleine 3D-Druckhülse einfach drauf geschustert mit dem Gewinde, damit ich das Gewinde weiter vorziehen kann. Und entsprechend ist es eben so auch möglich, Schalldämpferattrappen oder Tracer zu verwenden. Das Ganze wird aber mit diesem 3D-Druckteil selbstverständlich nicht halten. Bedeutet, es wird einfach wegbrechen. Aber rein zur Veranschaulichung einfach für euch, man benötigt hier einfach eine ca. 20 mm oder Minimum 20 mm Verlängerung, um einen Tracer bzw. eine Schalldämpferattrappe verwenden zu können. So, wie gesagt, ein bisschen schade, aber gut, mit der Verlängerung funktioniert's. So, dann haben wir zunächst einmal ganz normal hier einmal im vorderen Bereich die Aufnahme unten dran, wo die untere Picatinny dranhängt. So, und die untere Picatinny ist komplett einmal aus Aluminium gefertigt und wird letztendlich nur mit so einem kleinen Spannstift einmal verbunden. Allerdings sitzt das Ganze sehr passgenau. Bedeutet, auch wenn ihr diesen Spannstift rausschlagt, müsst ihr dennoch an der Pick-Rail ein bisschen hin und her noddeln, damit ihr diese quasi aus diesem Nut- und Federsystem einmal rausbekommt. Dann könnt ihr sie aber ganz gemütlich und ganz bequem einmal weglassen. Also wenn euch die nicht gefallen sollte, wie gesagt, diesen Pin hier einmal raus,
und dann können die ganze Pickrail nach unten abziehen. Aber ansonsten, man hat auf jeden Fall vorne die Montagemöglichkeit. Wie gesagt, der Griff hängt vorne dran und auch die Passgenauigkeit ist hier vorne wirklich hervorragend. Bedeutet absolut null Spiel hier vorne irgendwie an dieser Pickrail vorhanden. Wenn wir jetzt gerade schon über Passgenauigkeit sprechen, jetzt passt mal auf, ich drehe euch das Ding mal ein bisschen so her, dann müsst ihr das vielleicht ein bisschen erkennen können. Und zwar, ich habe es euch vorhin schon mal gezeigt, wir haben hier natürlich bei dieser AOG standardmäßig dieses Arretierungssystem. Bedeutet, vom Schützen aus auf der linken Seite, hier unten, wartet, ich zeige es euch im Detail, hier unten einmal diesen, ich kann nicht rumgreifen, hier unten einmal diesen Zerlegehebel dran. Bedeutet natürlich diesen rumklipsen, dann quasi leicht drehen und ihr könnt das gesamte Frontset sehr einfach und easy einmal demontieren. Allerdings in dieser Arretierung hier vorne dran, wartet mal, wir rutschen noch ein Stückchen rum. So ja, sorry, ich leuchte in die Kamera, aber anders kann ich es euch nicht zeigen. Hier seht ihr vielleicht, hier ist ein Loch, das ist letztendlich für den Spannhebel. Der arretiert hier vorne drin und da unten drunter ist nochmal ein Loch. Und im unteren Loch arretiert letztendlich, ja, so ein fetter Bolzen hier unten drin. Allerdings hat dieser kleine Bolzen hier unten in der Führung innen drin ca. 0,1 bis 0,15 mm ein kleines bisschen Luft. So, und jetzt könnt ihr euch schon denken, die Rotationsachse ist letztendlich der Outer. Und wenn ihr euch dann die Länge anschaut, vom Outer bis hier unten an den Griff hin, wenn hier ein bisschen Spiel drin ist, dann wirkt sich das einfach ein kleines bisschen aus. Bedeutet, seht ihr das? Der gesamte Griff kann circa im unteren Bereich ein Millimeterchen ganz leicht ein bisschen wackeln, wenn man einfach mit Kraft ein bisschen links und rechts hin und her noddelt. Denn wie gesagt, hier ist ein ganz kleiner Hauch Luft und es macht sich einfach bemerkbar aufgrund der Länge bis zum Griff unten, da der Rotationspunkt natürlich weiter oben sitzt. Also hier minimal ein kleines bisschen Luft. Wenn ihr das Ding im Anschlag drin habt, merkt ihr das aber selbstverständlich nicht. Also ihr nehmt jetzt hier kein Wackeln oder sowas wahr, wenn ihr jetzt mit der AUG spielt oder schießt oder sowas. Dann lasst uns gleich beim Schützen aus auf der linken Seite weiterschauen, denn hier habt ihr einmal den Spannhebel drin und dieser ist natürlich nicht ummontierbar. Bedeutet auf der Seite, also Schütze links, einmal der Spannhebel und auf der gegenüberliegenden Seite habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, hier eben nochmal die Möglichkeit Picatinny-Montage im 45-Grad-Winkel. Bedeutet, hier bietet es sich einfach an, so Dummy-Lights oder Österreicher Schweizer Laserlichtmodule einfach dran zu montieren im 45-Grad-Winkel. Passt hier einfach von der Position einfach hervorragend, muss man sagen. So, der Spannhebel ist letztendlich genauso wie bei der älteren Version leider auch weiterhin nur aus ABS-Kunststoff gefertigt. Da hätten sie ja gegebenenfalls auch noch irgendwie Polyamid verwenden können, damit der Kunststoff ein bisschen von der Oberfläche ein bisschen hochwertiger wirkt. Wie gesagt, das ist das einzige Bauteil, was letztendlich aus ABS ist und so fühlt es sich leider auch an. Ich meine, ja, wir brauchen das Ding letztendlich nur, ums Hop-Up einzustellen, zurückziehen, arretieren, Hop-Up einstellen, dann lasst das Ding wieder vorschnalzen und gut ist. Aber wenn man schon so eine relativ hochpreisige SAEG hat, wäre das noch so die letzte Nuance gewesen, meiner Meinung nach, hier den Charging Handle bzw. den Spannhebel noch einmal aus Polyamid zu fertigen. Und hier auch gerade eben der Vergleich, wenn ihr mal geguckt habt bei Bugatti, die ältere oder die A2-Version hat ja vorne diesen aufklappbaren Griff einmal dran. Und der war bei der alten Version aus ABS und bei der neuen Version ist er jetzt aus Nylon bzw. aus Polyamid-Kunststoff. Also hier wurde es verbessert. Den Spannhebel, den haben sie anscheinend ein ganz kleines bisschen vergessen. Kleines bisschen schade, aber kann ich drüber hinwegsehen. So, dann die gesamte obere Picatinny, die zieht sich natürlich bei der Kommandoversion komplett von vorne bis hinten einmal durch, also eine ellenlange Picatinny-Schiene, da könnt ihr drauf montieren wie ein Weltmeister. Natürlich, man braucht eine PEQ-Box, selbstverständlich, man braucht einen Magnifier, man braucht einen EOTech, muss alles Platz finden. Nein, Geschmarri braucht man nicht, aber auf jeden Fall hier eine ultra lange Picatinny-Schiene, Standardmaß und ihr könnt hier problemlos sämtliches Zubehör, Optiken einmal draufschustern auf das Teil. Auch sehr schön finde ich, wo jetzt auch der gesamte Receiver oder der gesamte Upper Receiver hier standardmäßig aus Zink gefertigt ist, wie man es einfach kennt oder wie es schon immer der Fall war, haben sie hier die Picatinny-Schienen aber nicht aus Zink gemacht. Bedeutet hier ein bisschen
reduziert bzw. gewichtsoptimiert, denn die gesamten Picatinny-Schienen sind komplett aus Aluminium gefertigt. Und das finde ich einfach gut. Nehmen wir mal an, die hätten jetzt, oder JG hätte jetzt die ganze Pick-Rails und unten die Pick-Rail auch noch aus Zink gemacht. Was denkt ihr, wie brutal schwer das Ding geworden wäre oder ja, gewesen wäre? Also hier aus Aluminium gefertigt, dementsprechend nicht ganz so brutal schwer und auch nicht so frontlastig, das ganze Modell. So, den Griff habe ich euch vorhin schon mal gezeigt im Detail, diesen modularen, den könnt ihr euch jetzt hier in der Nahaufnahme noch kurz anschauen. Wie gesagt, könnt ihr in der Länge einstellen, wenn er euch gar nicht gefällt, ja gut, dann lasst ihn halt einfach weg. Aufschraubbar, einstellbar und innen drin einmal vor Wasser geschützt bzw. wasserdicht das Ganze. Und auch wenn ich mich jetzt noch mal ganz kurz wiederhole, möchte ich euch in der Nahaufnahme einfach noch mal den Abzug ein kleines bisschen näher bringen, denn das wird später auch definitiv ein Punkt im Fazit werden. Dieser natürlich nicht optimiert, wie vorhin schon mal gesagt, und natürlich weiterhin für eine internationale Version einmal ausgelegt. Bedeutet zunächst einmal, der Abzug selbst ist hier vorne direkt in einer mechanischen Sicherung drin. Bedeutet, ihr könnt das Ding hier oben einmal scharf stellen. Klick, entweder vom Schützen aus links oder vom Schützen aus rechts. So, wenn ihr jetzt mal herschaut, hier habt ihr im vorderen Bereich euren ganz normalen Druckpunkt, wie man es von der internationalen Version einmal kennt. Bedeutet, hier im vorderen Bereich würde rein theoretisch das Modell einmal semi-automatisch oder halbautomatisch schießen. Wenn man dann diesen Druckpunkt überwindet und durchzieht, dann feuert natürlich das Realsteel-Modell Full Auto. Leider aber natürlich, da wir in Deutschland leben, dieses Modell nicht. Bedeutet, wir schießen nur semi-only oder halbautomatisch. So, und ihr müsst also jetzt, um den Schuss brechen zu können oder lösen zu können, müsst ihr jedes Mal über diesen kleinen Druckpunkt, über dieses Klicken, hört ihr das? Da müsst ihr drüber fahren, als würdet ihr quasi Full Auto schießen und dann erst in dem Bereich kurz nach diesem Klick bricht der Schuss oder löst das Ganze. Und dadurch ist es meiner Meinung nach nicht ganz so schön oder fein zum Triggern im Vergleich zu einer AR-15 oder halt auch AK-Modellen, wo man einfach mit diesem Abzug direkter am Mikroschalter dran ist. Wie gesagt, das ist immer noch ausbaufähig, wie vorhin auch schon angesprochen, da soll in Zukunft irgendwie ein Speed-Trigger verfügbar sein. Da bin ich mal gespannt, wie der dann funktioniert, denn das wird weiterhin meiner Meinung nach heute ein kleiner Neutralpunkt bleiben, wie beim vorherigen Modell oder wie bei der vorherigen Generation eben auch. Dann kann man vielleicht noch kurz ansprechen, hier hinten seht ihr ganz kurz, das ist dieser Zerlegehebel, wie vorhin schon kurz gesehen. Wenn ihr den Upper Receiver raus haben wollt, einfach hier kräftig reindrücken, bis es Klick macht. Dann könnt ihr ganz normal gesehen den Upper Receiver nach vorne rausziehen aus dem Schaft. Und dann selbstverständlich wieder das Highlight heute, das ist der gesamte Schaft. Habe ich euch damals auch schon angesprochen, diese JG oder diese Begadi-Serie ist die einzige AUG bzw. das einzige SCG 77, welches man bekommt mit einem kompletten Polyar mit Receiver. Bedeutet nicht irgendwie nur ABS Plastik und so billig Ramsch, das knarzt und weich ist. Nein, das ist ein unheimlich geiler Schaft. Bester AUG-Schaft im SAEG-Bereich definitiv, da bekommt ihr nichts Besseres. So, auch hier muss man sagen, natürlich der Polyar mit Kunststoff erstmal schön solide, schön robust. Ihr könnt da nichts irgendwie großartig reindrücken oder sowas. Er gibt nicht nach, er ist nicht zu weich oder sowas, auch wenn man mal auf das ganze Modell quasi draufklopft. Gut, die Sling-Swivel scheppert ein bisschen rum, aber ansonsten, das fühlt sich einfach solide an und es fühlt sich einfach gut an. Und eben nicht nach ABS. Das ist mir unheimlich wichtig und dementsprechend finde ich diesen Schaft auch so gut. So, ebenfalls, was ich vielleicht vorhin auch schon kurz angesprochen habe, jetzt gibt es das Ding eben nicht nur in dem Standard-Schwarzton, sondern ebenfalls in diesem sakrisch geilen Olivton, beziehungsweise in diesem Olivgrauton. Unheimlich matt gehalten, unheimlich schöne Farbe, tolle Oberfläche, so ganz leicht ein bisschen leicht strukturiert, also schön griffig, hört ihr vielleicht auch. Kann man das hören? Es fühlt sich einfach sexy an, es fühlt sich einfach geil an. Wie gesagt, auch die Farbe von JG perfekt getroffen, wunderschön umgesetzt und einfach ein absolut traumhaftes Modell meiner Meinung nach, wenn es eben um das Thema AUG bzw. SCG 77 geht. So, es gibt von der Verarbeitung zwei kleine Punkte, die ich aber definitiv euch zeigen möchte. Denn natürlich auch dieser Schaft wird aus zwei Hälften produziert. Quasi linke Hälfte, rechte Hälfte und dann wird er über so ein Stecksystem und über Schrauben miteinander verbunden. So, ebenfalls wird er im vorderen Bereich an 3-4 Positionen verklebt.
Bedeutet nur hier hinten die Schrauben, wenn ihr quasi löst, die hier oben drin, wenn ihr das sehen könnt, wartet mal, die hier oben drin, das ist eine Schraube, die könnt ihr lösen. Hier unten, das ist eine Schraube und diese Schraube. Hier, das könnt ihr lösen und dann könnt ihr quasi den hinteren Bereich des Schaftes für die Demontage oder wenn ihr die Gearbox rausziehen wollt, könnt ihr den ganzen Schaft hinten auseinanderziehen. Und damit bekommt ihr einfach die Gearbox unheimlich einfach rausgezogen. Im vorderen Bereich, gerade am Griff und auch am Abzugsbügel, ist das Ganze aber miteinander verklebt und lässt sich nicht öffnen. So, und hier gibt es 2 Punkte von der Verarbeitungsqualität, die jetzt besonders bei meinem Modell eventuell nicht ganz perfekt sind. Ob das bei jedem Modell der Fall ist, kann ich euch leider nicht sagen. So, schauen wir zunächst mal Punkt Nummer 1 an, und zwar die Verbindung im unteren Bereich. Einmal hier. Hier habt ihr übrigens einen kleinen Durchgang, Motoreinstellschraube. Und wenn ihr hier mal herschaut, ja, ich weiß, es ist wahrscheinlich wieder Meckern auf einem unheimlich hohen Niveau, aber hier habe ich so einen ganz, ganz kleinen Versatz oder so einen minimalen Spalt bei diesen Hälften drin, genau hier bei dieser Wölbung. Es ist, wie gesagt, es ist wirklich nicht gravierend, es ist minimal und man kann auch getrost drüber hinwegsehen. Aber ich weiß ja, es gibt bestimmt wieder irgendwelche Perfektionisten, die das wieder kritisieren würden. Dementsprechend, ich spreche es auf jeden Fall mal an. So, und auch im Abzugsbügel innen drin, wenn wir ganz genau hinsehen, sieht man auch kleinere, warte mal, wie können das denn sehen? So vielleicht. Hier innen drin runterwärts sieht man auch halt, man sieht halt einfach diese Kante, wo dieser Schaft zusammengeführt wurde, beziehungsweise diese beiden Hälften. Es ist jetzt nicht sonderlich ausgeprägt, es sieht jetzt auch nicht irgendwie schlecht aus von der Qualität. Man sieht halt einfach die Gusskante. Das wird aber wahrscheinlich beim Original wird es aber wahrscheinlich auch so sein. Weiß ich nicht, hatte ich noch nie in der Hand. Wie gesagt, hier einfach von der Verarbeitung in Ordnung meiner Meinung nach, aber halt auch nicht 100% perfekt. Wie gesagt, ich kann definitiv drüber hinwegsehen. Ansonsten ist der Schaft, wie gesagt, einfach der absolute Hammer und man bekommt keine bessere SAEG mit dieser Qualität her oder beziehungsweise so einem Schaft her. Wie vorhin auch schon angesprochen, alles andere, was ihr findet, gerade die günstigen ASG-Modelle, es ist alles ABS-Plastik. Damit werdet ihr auf Dauer keinen Spaß haben. Dann fehlt abschließend letztendlich nur noch der hintere Bereich. Da haben wir Aufnahme für den Trageriemen, Slingswivel, standardmäßig vom Schützen aus auf der linken Seite montiert und das Ganze aus Stahl. Habe ich euch vorhin schon kurz angesprochen, ist wie gesagt so ein Bolzen, so ein Stahlbolzen, der geht einmal durch die Schaftwandung und wird im inneren Bereich über so einen großen E-Clip oder so einen Splint gesichert. Auf der gegenüberliegenden Seite vom Schützen aus rechts habt ihr nur so einen Blindstopfen drin oder so ein, ja einfach so ein blinder Stahlpin. Könnt ihr auch lösen und könnt dementsprechend das Ganze einfach ummontieren. Also entweder vom Schützen aus links, wie es Standard ist, oder einfach ummontieren vom Schützen aus auf die rechte Seite. Müsst ihr innen drin, wie gesagt, nur die E-Clips einmal lösen und umstecken das Ganze. Und wie gesagt, der sitzt da wunderbar einmal dran. Auch der Schaft im hinteren Bereich schön dickwandig und gerade diese Position oder dieser Durchgang, wo quasi die Aufnahme durchgeht, ist ebenfalls innen drin nochmal verstärkt. Also das ist in Ordnung und könnt ihr eben ummontieren. So, der letzte Punkt ist die Schaftkappe. Diese ist aus sehr weichem und sehr angenehmem Gummi gefertigt, schön rutschfest im Anschlag, nutzt sich aber aufgrund des weichen Materials auch ein bisschen zügiger ab eventuell. Habe ich euch bei der alten Version damals auch schon angesprochen, natürlich zum Akku einlegen. Ihr müsst jedes Mal das Ding da über das Nut- und Federsystem runterziehen, wieder drauf popeln und da kann es einfach auf Dauer passieren, dass der Gummi ein kleines bisschen verschleißt. Bedeutet, irgendwann wird der Fall kommen oder wird es nötig sein, dass ihr mal eine neue Schaftkappe benötigen werdet. Hier muss man aber sagen, jetzt bei diesem wunderschönen OD-Schaft hat JG auch eine passende Schaftkappe in der Farbe rangemacht. Ist zwar minimal ein kleines bisschen heller vom Gummi her, aber es ist stimmig. Diese Schaftkappe bekommt man aber standardmäßig nur in Schwarz als Ersatz. Das finde ich ein kleines bisschen schade, da könnte vielleicht Begadi auch nochmal hergehen und könnte vielleicht nochmal diese Schaftkappe in diesem OD vielleicht mal ein paar auf Ersatz hertun. Denn wie gesagt, ich gehe davon aus einfach, wenn man da oft rumnuddelt und wieder drauf und der Gummi, gerade so dieses Nut- und Federsystem, wenn es Gummi ist, das nutzt sich einfach immer irgendwann ab. Das lässt sich nie 100% vermeiden, auch wenn man noch so vorsichtig einmal vorgeht. Also hier, wie gesagt, Schaftkappe wäre vielleicht mal möglich, das Ganze auf Ersatz herzutun, damit man es auch in der passenden Farbe hat. Gut, man könnte sich auch schwarz drauf machen, würde wahrscheinlich auch nicht so fail ausschauen. Aber wenn JG schon so eine Kappe in der Farbe hat,
würde ich auch ganz gern diese als Ersatz einmal haben. Gut Leute, dann sprechen wir natürlich auch heute wieder kurz die Internals im Detail durch, aber wirklich nur kurz, denn gerade im Vergleich zum alten Review von der alten Version oder von der anderen Version hat sich hier technisch relativ wenig getan. Es gibt allerdings zwei Punkte, die ich besonders bei der kurzen oder bei der neueren Version jetzt doch etwas besser finde. Dementsprechend überfliegen wir es einfach nochmal ganz kurz, auch für die Zuschauer, welche das alte Video damals nicht gesehen haben. Also Gearbox Shell Standard V3 ist natürlich gleich geblieben, haltbare Gearbox, auch schon häufiger angesprochen, hält im Regelfall immer mehr Energie aus wie eine Standard V2 Gearbox. Also wenn ihr in die Gearbox da 2 Joule reinbuttert, ist wurscht, die Gearbox macht es problemlos einmal mit. So, dann hat sich hier aber wie gesagt nichts verändert. Gute Gearbox, Passgenauigkeit ist hervorragend, wird auch im Receiver sauber gehalten, sauber ausgerichtet, kann man nicht schimpfen. Und auch das Lagersystem ist ein ganz normales 8 mm Buchsensystem. Also hier kein Hybridsystem bestehend aus Kugellagern und Stahllaufbuchsen, sondern hier ganz normal 8 mm Gleitlager, letztendlich auf beiden Seiten einmal verbaut. Hätte man vielleicht auch eine schöne Mischkombination machen können aus 8 mm Kugellager und Stahllaufbuchsen. Ist aber erstmal nebensächlich, auf jeden Fall 8 mm Buchsen sind drin, bzw. Gleitlager, und diese sind hervorragend einmal eingepresst. Also Lagersitz, Passgenauigkeit, wirklich hervorragend. So, dann machen wir das Ding mal einmal auf, dann habe ich es euch vorhin schon gezeigt. Auch hier natürlich dieses geile Federschnellwechselsystem von hinten direkt zu erreichen. Einfach Schaftkappe weg, Schlitzschraubendreher nehmen, zack, hinten Spring Guide reindrücken, bisschen drehen, nach hinten raus und ihr könnt das Ding in ein paar Minuten auf euer Spielfeld einfach einstellen. Und das ist, finde ich, einfach mega geil bei der AUG allgemein, diese ganze Konstruktion, wie schnell man überall rankommt, wie wartungsfreundlich das ganze System ist, finde ich einfach mega, mega geil und ist einfach ein sehr schönes System, muss man sagen. Also auf Federschnellwechselsystem ist eben geil und Spring Guide habe ich euch bei der alten Version auch schon angesprochen. Es ist ein Stahl-Spring Guide, sieht eher aus wie gegossen oder so ein Gussstahl letztendlich, ohne Axiallager. Macht aber den Bock nicht sonderlich fett, denn später haben wir vorne im Pistenhead ein Axiallager drin. Also eins ist ausreichend, da braucht man nicht unbedingt hier hinten am Spring Guide nochmal ein Lager. Also Spring Guide aus Stahl, ohne Lager, vollkommen in Ordnung und sitzt auch sehr gut drin, muss ich sagen. Normalerweise bei diesem Zwei-Flügel-System, bedeutet, seht ihr 2 Flügel, wie man es einfach kennt, links und rechts, gibt es häufiger Probleme, dass der Spring Guide relativ schnell hier innen drin so rumschwabbeln kann. Allerdings ist der hintere Durchmesser hier quasi die Rundung ein kleines bisschen länger und wenn die Gearbox zusammengebaut ist, auch sehr passgenau. Bedeutet auch, wenn es nur 2 Flügel sind, sitzt der Spring Guide immer perfekt hinten drin. Also selbst wenn ihr da eine 130er Feder reinballert, das Ding sitzt komplett sauber und gerade drin. Also hier keine Probleme, dass der irgendwie dann so steht oder so steht, nix. Der bleibt einfach ordentlich und sauber gerade stehen. Federschnellwechselsystem, Spring Guide, tipptopp würde ich sagen. So, dann haben wir natürlich auch hier wieder von Begadi dieses Core EFCS-System drin. Das ist ja mittlerweile Standard bei Begadi. Bedeutet auch hier einfach eine AUG mit dem aktuellen EFCS- und MOSFET-System drin. Alles elektronisch geregelt. Die Knifte kann euch nicht jammen. Ihr habt die Akkuüberwachung, ihr habt die Akkuabschaltung mit dran. Das Ding kann problemlos stark belastet werden. Wie vorhin auch schon angesprochen mit dem Motor, ja, er nimmt hohe Ströme, aber das EFCS schluckt es locker weg und ihr könnt eben entsprechend auch problemlos 30 bis 60 C Lipos einmal ranballern an das Ding. Wie gesagt, so 1560 C, da rockt das Teil. Und auch wenn das Ding halt vielleicht mal 100 Ampere zieht, es ist wurscht, das EFCS schluckt es, wie gesagt, problemlos einmal weg und ist entsprechend nicht so anfällig wie manch günstige China-EFCS-Systeme, zum Beispiel T238 oder Syma Standard EFCS. Da, wenn ihr ein bisschen starken Akku und einen starken Motor ranmacht, da können die ganz schnell mal hops gehen. Das ist hier eben nicht der Fall. Ich würde es einfach von der Qualität oder rein von der Elektronik, würde ich immer sagen, so Leviathan, Perun, Gate und ASCU oder Core, die sind alle von der Belastung her exakt identisch, denn die haben auch im Regelfall exakt die gleichen Chips letztendlich drauf. Also 1:1 von der Elektronik eigentlich identisch. Also EFCS ist gut. Dann hier auch wieder dieses überarbeitete Abzugssystem. Baue ich das jetzt raus? Nee, das baue ich jetzt nicht extra nochmal raus, aber ich kann es euch von der Seite nochmal kurz zeigen. Habe ich euch bei dem alten Video schon angesprochen, bei der AUG. Hier ist
der Umlenkhebel, der hier oben drin verbaut ist, von diesem Trigger oder von diesem Abzug, der ist hier ein kleines bisschen modifiziert. Bedeutet, er drückt auf diesen Mikrotaster seitlich, drückt er ein kleines bisschen früher drauf im Vergleich zu einem Standardumlenker. Und dementsprechend kommt es hier auch nicht irgendwie zu Problemen, dass ihr einen Abzug irgendwie sonderlich stark irgendwie durchreißen müsst oder stark hinten gegen einen Anschlag pressen müsst, sondern der Mikrotaster wird einfach früh genug einmal ausgelöst, damit ihr einen angenehmen Druckpunkt einmal habt. Soweit es mit einer AUG einmal möglich ist, aber über einen Abzug haben wir natürlich vorhin schon einmal gesprochen. Also Gearbox, EFCS, Lagersystem und Federschnellwechselsystem schon mal hervorragend. Dann können wir uns gleich Pisten und Pistenhead anschauen. Hier hat sich im Vergleich zu der etwas älteren Version nichts geändert. Bedeutet weiterhin müssten Standard JG-Pisten sein, ist aber ein Polycarbonat-Pisten. Das hört ihr auch, wenn man drauf klopft. Hört sich ein kleines bisschen metallisch an, obwohl es eigentlich ein Kunststoff ist. Also PA mit Glasfaseranteil. Natürlich komplett mit Stahlzähnen unten und eben hinten keine 16 Zähne, sondern hier das Ganze eben mit 15 Zähne. Bedeutet, hier ist einmal der vorletzte Zahn nicht vorhanden und dementsprechend konnte hier auch der AOE einmal sauber eingestellt werden. Und der ist eben über den Zylinderhead, den Bugatti hier verbaut, würde das nochmal ein bisschen verbessert oder korrigiert. Schauen wir uns dann gleich mal an. So, und Pistenhead ist auch gleich geblieben. Ganz normaler Aluminium-Pistenhead drin verbaut mit einem O-Ring drauf und wie gerade schon angesprochen beim Federschnellwechselsystem im inneren Bereich mit einem Axiallager. Bedeutet hier zumindest mal ein Lager vorne drin, ist auch ausreichend. So, hier sind wir wieder bei dem einen Punkt, Pistenhead aus Aluminium ist schön. Was hier auch sehr gut ist, der Durchmesser letztendlich von dem Pistenhead ist nicht ganz so groß gewählt wie bei manch anderen Herstellern. Bedeutet, das könnt ihr auch sehen vielleicht, wenn ihr von vorne mal drauf schaut, wie groß eigentlich oder wie viel größer letztendlich der O-Ring im Vergleich zum Durchmesser von dem Pistenhead ist. Bedeutet, der ist vielleicht locker nochmal 1 Millimeter fetter, der O-Ring. Und dadurch kommt es hier bei dieser AUG auch nicht irgendwie zu einem Reiben vom Pistenhead innen drin am Zylinder. Sondern wie gesagt, der ist einfach vom Durchmesser passend. Haben wir auch schon öfters gehabt, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wo war es das letzte Mal das Problem, bei den ganz alten Syma Novas aus der ersten Generation war das ein gravierendes Problem. Dann auch bei der SSR4 von Norwich, da hat auch der Pistenhead ziemlich gescheuert innen drin. Das ist hier eben nicht der Fall. Und wie gesagt, der passt vom Durchmesser, passt ja einfach hervorragend. Und ihr habt hier einfach keinen Abrieb oder sowas im System einmal drin. Also gesamtes Pistenset muss man sagen, Pisten und Pistenhead, wirklich tipptopp, lasst das Zeug drin. Und auch wenn ihr das Ding mit 2 Joule spielen wollt oder 1,9 spielen wollt, ja warum denn nicht, macht eine andere Feder rein und fertig. Die Komponenten halten es definitiv einmal aus. Und jetzt können wir direkt gleich weitermachen mit dem Zylinderset und hier hat sich ein kleines bisschen was geändert und es gibt auch erfreuliche Nachrichten, gerade für Leute, die doch ein kleines bisschen mehr Kugelgewicht spielen möchten. So, der Zylinder ist zunächst mal weiterhin ein ganz normaler, stinknormaler Messingzylinder, das Ganze aber Typ F oder Type F, bedeutet komplett geschlossen, ohne Volumenreduzierung. Die Gears, die wir gleich im Anschluss anschauen werden, sind ein ganz normales 18-1er Gearset ohne Shortstroke, bedeutet volles 16-Zahn Sektorgear. Bedeutet auch, man kann hier drin oder hier innen drin, wird das gesamte Volumen, was in der Knifte möglich ist, wird auch wirklich verwendet. So, und das war damals bei dem alten oder bei dem älteren Video zu der längeren Version, war das so ein kleiner Neutralpunkt. Denn da hatte man einfach ein Volumen bzw. ein Verhältnis von 1,8:1. Also Zylindervolumen im Verhältnis zum Laufvolumen. Da natürlich der Lauf deutlich länger war, wie jetzt bei dieser XS-Kommando-Version oder bei dieser A3 jetzt eben. So, und jetzt könnt ihr euch schon denken, worauf ich hinaus möchte. Hier nutzen wir ebenfalls das volle Volumen hier innen drin. Aber wir haben gerade mal einen Lauf mit 340 mm und 6,03 mm Innendurchmesser. Bedeutet, man hat hier ein Verhältnis im Vergleich zu der langen Version von stolzen 2,53:1. Und wenn ihr in das Ding 0,36 oder 0,4er reinpacken möchtet, dann wäre das rein vom Volumen her problemlos möglich. Nur muss man halt wieder aufpassen, ob die Magazine das Ganze wirklich mitmachen. Denn je höher das Kugelgewicht, desto besser müssen die Magazine einmal feeden können. Das sollte jedem einmal bewusst sein. Also ihr könnt nicht einfach in jedes Magazin jetzt 0,45 Gramm reinpacken und könnt davon ausgehen, dass das funktioniert. Das ist leider nicht ganz der Fall.
Also hier zunächst mal positiv heute bei der kurzen Variante Volumen bzw. Verhältnis 2,53:1. So, und der nächste Punkt ist, was sich jetzt ebenfalls geändert hat und was ich sehr gut finde von Begadi. Jetzt ist hier nicht mehr dieser Aluminium-Zylinder-Head drin verbaut, von JG müsste der damals gewesen sein, sondern Begadi baut jetzt hier direkt ihren guten Begadi Pro Zylinder-Head in der blauen Version rein. Und der Zylinderhead ist einfach saumäßig gut, bedeutet 2 Ohrringe, dichtet sauber ab natürlich, aber was ich euch im letzten Video damals angesprochen habe, der Klang in der Standard- oder in der Vorgängerversion war nicht ganz so schön, dass sich der Aufprall vom Piston oder vom Pistonhead relativ stark auf den Kunststoffreceiver übertragen hat. Das heißt, man hatte halt immer so ein bisschen diesen Kunststoffklang einfach mit drin. So, und hier sehr, sehr gut eben ein schönes, weiches Sorbo-Pad hinten drauf mit 2 mm. Ja, ihr konntet es vielleicht vorhin schon hören, diese neuere Version hört sich aufgrund des Zylinderheads deutlich schöner an. Bedeutet, das ganze System ist einfach vom Klang deutlich smoother geworden, nicht mehr ganz so hell und dieses ganze Kunststoffscheppern vom Aufschlag her ist komplett weg. Also hier vom Klang optimiert, Abdichtung ist übrigens hervorragend, sitzt hervorragend schön, press und sauber einmal in dem Zylinder drin, bedeutet die Ohrringe dichten sauber ab. Und eben weiche Sorbo-Pad und zusätzlich hier vorne nochmal so ein etwas härterer Ohrring eingearbeitet, damit einfach die Energie schön, ja, sich schön in die Shell übertragen kann und über verschiedene Gummiflächen einmal abgeführt werden kann. Also Klang verbessert und vermutlich auch die Haltbarkeit dadurch nochmal ein bisschen schöner. Und wie gesagt, wenn ihr in das Ding von mir aus den 130er reinpacken wollt und mit 1,9 spielen wollt, dann könnt ihr das problemlos machen. Wie gesagt, schönes weiches Sorbo einmal drauf, die Gearbox macht es problemlos mit, der Piston macht es problemlos mit, da können wir echt nicht maulen heute. Also schöne Optimierung meiner Meinung nach, Klang verbessert, ein bisschen optimiert aufgrund des Zylinderheads. So, und der nächste Punkt ist, was auch sehr schön ist oder sehr erfreulich ist, da Begadi jetzt hier eben diesen blauen Zylinderhead eingebaut hat, hat man hier eben ein schönes, großes, weiches Sorbo-Pad und dadurch kommt aber auch der Piston nochmal um ca. 1,5 bis 1,8 mm weiter nach hinten. Und dadurch würde jetzt aber auch der AOE einmal korrigiert bzw. der AOE angepasst. Bedeutet, der Piston steht ein bisschen weiter hinten und das Sektorgear kann hier hinten vom Winkel einfach deutlich schöner einmal reingreifen und den Piston mitnehmen. Bedeutet nicht so wie bei der alten Version, dass die Belastung beim Catch quasi noch ein bisschen nach oben kam, sondern jetzt da zieht das Sektorgear einfach schön rein und zieht letztendlich nur nach hinten und drückt entsprechend nicht mehr nach oben. Das schont natürlich euren Piston und selbstverständlich ebenfalls einmal euer Sektorgear. Also zwei Klappen mit einer Fliege, nein, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, Klang verbessert, AOE eingestellt und vielleicht sogar die Belastbarkeit noch ein bisschen verbessert aufgrund des sehr guten Zylinderheads. So, die Nozzle hat sich nicht geändert, da müssen wir heute mal ein bisschen drüber quatschen. Das ist weiterhin eine Aluminium-Nozzle mit O-Ring, das ist vollkommen in Ordnung, die passt auch hervorragend zu diesem Zylinderhead, bedeutet, der O-Ring dichtet sauber ab und die ganze Nozzle hat in Schussposition, schaut mal, so gut wie gar kein Spiel, vielleicht 0,05, läuft aber butterweich auf dem Stutzen. Also hier Passgenauigkeit Nozzle ebenfalls hervorragend, dichtet sauber ab. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich euch das bei der alten Version auch schon mal angesprochen hatte. Die Nozzle ist wirklich extrem hart an der Grenze. Bedeutet, wenn wir die Nozzle mal ausmessen, wie gesagt, die ist exakt identisch wie die bei der Vorgänger- oder älteren Version, liegen wir hier bei einer Gesamtlänge von 25,4 mm. Also eine relativ lange Nozzle. Und wenn ihr euch das später mal anschaut, auch mit der Hop-Up-Kammer, dann seht ihr, dass die Nozzle vorne eine sehr langgezogene Phase hat. Allein die Phase hat ca. 2 mm. Lasst mich mal das, vielleicht können wir es ein bisschen rausmessen. Ja, schaut mal, das ist eine 2 mm Phase vorne drin. Und dementsprechend taucht aber auch die Nozzle sehr tief letztendlich ins Hopper-Bucking rein, um über die Phase abdichten zu können. Und das ist, wie gesagt, das ist extrem hart an der Grenze, da wenn ihr ein bisschen schwere BBs verwendet, einen starken Akku verwendet und schneller triggert, dann langt es meiner Meinung nach oder kann sogar ab und zu Leerschüssen kommen, da die Nozzle einfach ein Hauch zu lang ist.
Wie gesagt, ist nur der Fall bei wirklich schweren BBs. Hätte jetzt JG hier so eine Nozzle verbaut, die vorne abgerundet ist, dann hätten sie problemlos runtergehen können mit der Länge von mir aus auf 25 mm oder vielleicht bloß auf 24,5 oder 24,6 mm. Das wär locker, oder 24,6. Das wäre dann locker ausreichend gewesen. Und so ist es jetzt eben der Fall, dass die Nozzle über die ganze Phase quasi hinten ins Bucking eintauchen muss, damit das Ganze einmal abdichtet. Und entsprechend muss er aber auch natürlich sehr weit öffnen, um die Kugel feeden zu können. Also wenn ihr da irgendwie mal Probleme habt und Feeding-Probleme bei sehr schweren BBs oder sowas, ich würde einfach mal eine 25 mm Nozzle zum Beispiel von Begadi mit 2 O-Ringen verwenden. Denn die ist eben vorne nicht mit einer Phase, sondern abgerundet und dementsprechend könnt ihr deutlich kürzer gehen. Also die sind meistens vom Feeding dann deutlich besser wie mit so einer langen Phase. Und wie gesagt, eine kleine Überlegung, wenn es Probleme geben sollte, 25 mm Nozzle vorne abgerundet, locker ausreichend mit der Länge. Muss gar nicht so tief einmal hinten in die Lippe vom Bucking eintauchen. Bei den Gears hat sich da nichts geändert, ganz normales China-Gearset, gesinterter Stahl, letztendlich 18:1 von der Untersetzung mit einem vollen 16 Zahn Secto-Gear. Dementsprechend hier das Ganze ohne Short-Stroke und wie vorhin schon angesprochen, entsprechend auch die maximale Hublänge in so einer Gearbox einfach nutzbar. Das müssten um die wo war ich? Ich glaube 55 mm Hub oder sowas. Wie gesagt, sehr viel Volumen, sehr viel Luft einfach in dem System drin, da auch kein Short-Stroke verbaut ist. Ansonsten braucht man zu den Gears nicht sonderlich viel sagen. Es ist ein ganz normales Gearset. Von der Haltbarkeit her, ihr könnt es auch bei 1,9 Joule erstmal drin lassen. Wie gesagt, ihr könnt die Gears durchrotzen, bis sie wirklich Schrott sind. Ihr müsst aber halt immer damit rechnen, je mehr Energie, desto mehr Belastung kommt drauf. Und das Zeug einfach nur gesintert ist, müsst ihr halt davon ausgehen, dass ihr vielleicht mal nach einem Jahr oder nach 2 Jahren, je nachdem wie oft ihr spielt, dass ihr vielleicht mal ein neues Gearset benötigt. Da vermutlich entweder hier aus dem Spur-Gear mal ein Zahn wegbricht oder vielleicht aus dem Bevel-Gear unten mal ein Zahn wegbricht oder eben vom Pinion irgendwie abgenutzt oder sowas. Wie gesagt, hat man immer, Gears sind Verschleißteile und je mehr Energie man spielt, desto bessere Gears braucht man einfach. Wie gesagt, drin lassen, spielen, auch mit 1,9, rotzt sie durch und dann könnt ihr euch immer noch überlegen bei einer Wartung mal und ihr seht, oh, die sind schon recht runter oder abgenutzt oder sehen schon ein bisschen spitz aus von den Zähnen. Dann könnt ihr immer noch hergehen und könnt euch zum Beispiel irgendwie so ein Silverline Gearset reinmachen mit 16:1, also nochmal ein bisschen schneller und die halten dann auch deutlich länger einmal stand, wie solche standard gesinterten. Einzige Besonderheit hier bei den Gears ist der sehr große Delayer, der auf dem Sector Gear aufgebracht ist. Bedeutet, die Tappet Blade wird relativ lange zurückgehalten, was gerade bei etwas schweren BBs immer vom Vorteil ist, wenn so ein Delayer einmal dran verbaut ist. Nur aufpassen, ist das System dann wiederum zu schnell und man verwendet einen Delayer, dann hat es wiederum Nachteile. Aber wie gesagt, Standard 18.1 mit dem 30 kW Motor, das funktioniert tadellos. Auch die Schimmung hat JG sauber umgesetzt und natürlich, wer die letzte Perfektion wieder haben möchte, der könnte jetzt hier wieder mal noch eine 01er aufbringen und vielleicht unten am Bevel nochmal eine 01er Shim. Da das Ding aber out of the box vom Klangbild wirklich gut war und man die Gears absolut null wahrgenommen hat, würde ich die Finger weglassen. Und wie gesagt, ich richte einfach das Shimming oder richtet euch am besten immer danach, wenn die Knifte scheiße klingt, dann kontrolliert die Motoreinstellung, kontrolliert das Shimming. Aber wenn sich das Ding einfach out of the box sauber anhört und gut klingt, dann braucht ihr das Ding auch nicht aufreißen und dann irgendwie anfangen drin rumzupfuschen. Wie gesagt, Schimmung von JG gut umgesetzt, natürlich noch eine 01er am Sektor wäre möglich gewesen und am Bevel im unteren Bereich wäre auch nochmal eine 01er oder sogar 0,15 einmal möglich gewesen. Da aber wie gesagt das Klangbild sauber war, würde ich es nicht unbedingt sofort nachschimmen. So, und dann können wir uns jetzt eben hier mal den AOE anschauen. Wie gesagt, aufgrund dieses Zylinderheads, was Begadi jetzt hier einmal drin verbaut hat, wird auch im Vergleich zur älteren Version der AOE eingestellt. Bedeutet, der Piston steht hier hinten ein kleines bisschen weiter raus und dementsprechend kann aber hier auch das Sector Gear richtig schön einmal hinten in den Zahn vom Piston reingreifen. Seht ihr das? Vom AOE her perfekt. Es kommt keine Last irgendwie im 45 Grad Winkel drauf, sondern wirklich nur komplett straight nach hinten, damit der
Pisten einmal sauber aufgezogen werden kann. Dementsprechend weniger Belastung auf den Pisten und weniger Belastung auf dem ersten Catch-Zahn vom Sector Gear. Also AOE eingestellt, passt hervorragend. Einen kleinen Punkt gibt es allerdings wieder zu beachten, wie bei der etwas älteren Version auch, dass JG hier wieder ein Nut- und Federsystem beim Gearbox und beim Zylinder verwendet. Das seht ihr einmal hier, bedeutet, der Zylinder kann sich jetzt nicht drehen, denn Nut- und Federsystem müsst ihr letztendlich nur aufpassen, wenn ihr mal eine Wartung macht und mal nachschmiert oder nachfettet. Ihr müsst halt aufpassen, dass ihr den Zylinder wieder exakt so herdreht, dass er hier sauber in das Nut- und Federsystem einmal reingreifen kann. Verdreht ihr den Zylinder ein kleines bisschen, bekommt ihr die Gearbox nicht mehr zu. Und auch natürlich zu beachten, wenn ihr irgendwann mal doch mal einen Edelstahlzylinder wollt, einen polierten oder sowas, dann müsst ihr halt hier mit diesem kleinen Nupsi ein bisschen aufpassen. Vielleicht fällt ja die Feile irgendwie drauf, ich weiß es ja nicht. Also hier absolut sinnfrei, wieder Nut- und Federsystem zu verwenden, denn ob sich der Zylinder jetzt dreht oder nicht dreht, interessiert keine Sau. Sorry, aber es ist wurscht, ob sich der Zylinder dreht oder nicht dreht. Also Nut- und Federsystem ein kleines bisschen zu beachten. Beim Motor hat sich da nichts geändert, bedeutet gerade im Vergleich jetzt letzte Woche die Arcturus-Modelle, den 19K drin gehabt von Begadi, den Mamba. Hier verbauen sie jetzt wieder ihren 30K Standard Balanced Mamba, also 30.000 Umdrehungen mit 19 TPA. Natürlich, es ist ein sehr, sehr schneller Motor und ist natürlich auch im Vergleich zum 19K mit 18:1 ein paar Millisekunden schneller vom Zyklus. Aber auch schon so häufig angesprochen, entsprechend zieht der Motor aber auch relativ hohe Ströme aus dem Akku raus. Ihr solltet es also aufgrund des Motors vermeiden, in diesen Systemen irgendwie einen zu schwachen Akku zu verwenden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal hergeht und ballert euch da nur so einen 11.1er rein mit 1000 mAh und 20 oder 25 C, dann wird der Akku sehr schnell überlastet, gerade wenn ihr einfach sehr schnell triggert. Bedeutet natürlich, ist bei jedem System oder bei jedem Bürstenmotor der Fall, je schneller ihr triggert, desto mehr Stromspitzen entstehen, desto stärker wird der Akku belastet und desto stärker wird der Motor belastet. Bedeutet, man sollte auch dem System gegebenenfalls ab und zu mal eine Pause geben und nicht die ganze Zeit nur am Trigger hängen. So, aber wie gesagt, nehmt ihr hier einen zu kleinen Akku, dann wird euch der Akku sehr schnell heiß werden, er wird schneller entladen und gleichzeitig kann es sogar passieren, dass er sich dann aufgrund der Last relativ schnell aufbläht. Also ich würde hier mindestens, sage ich mal, so einen Superio nehmen, so ein AMAX Superio 1200 mAh mit 30 bis 60 C+. Oder im besten Fall, wie vorhin schon angesprochen, so ein 1500er. Je mehr Milliampere-Stunden, je mehr C-Rate, desto besser letztendlich. Denn die belasten einfach, oder die sind ein bisschen stärker belastbar. Die brechen euch also auch mit dem sehr starken Motor nicht so schnell ein. So, dann schauen wir uns heute auch wieder das System ganz kurz an. Ich stecke mal so einen 1500er hier mal ganz kurz an. Der müsste, ja keine Ahnung, ein bisschen Saft müsste noch drauf sein. So, angesteckt, müssen wir wieder kurz warten, bis der Motor vibriert und dann ist das System einmal ready. Wir legen vorne wieder den Finger ganz leicht auf die Nozzle drauf, um ein kleines bisschen Gegendruck zu erzeugen, aber halten natürlich die Nozzle vorne nicht zu. Solltet ihr nicht machen, also einfach nur Finger drauflegen und dann letztendlich über die Luft wegschießen lassen. Also schauen wir uns das System mal an. Spricht sehr, sehr schnell an, spricht sauber an, der Klang ist in Ordnung. Ja, das passt einwandfrei, würde ich sagen. Man merkt auch schön den Druck vorne aus der Nozzle. Nee, das ist in Ordnung. Klang habt ihr vorhin schon gehört. Wie gesagt, der Aufprall ist ein bisschen dumpfer wie noch bei der alten Version aufgrund des Sorbo-Pads vom Zylinderhead. Motor tut, was er soll. Motoreinstellung passt. Gearschimmung ist auch in Ordnung. Mit einem 13:1er Gearset würde sich vielleicht das System noch mal ein bisschen schöner anhören. Aber wie gesagt, out of the box für den Preis würde ich heute auch hier definitiv heute nicht schimpfen.
Dann lasst uns abschließend noch das Lauf- und Hop-Up-System durchsprechen. Lauf, wie häufig jetzt schon angesprochen, 340 mm Standard AEG-Lauf, also AEG-Arretierung letztendlich seitlich. Standard aus Messing, 340 mm, 6,03 mm Innendurchmesser. Ganz normaler Messinglauf. Ist in Ordnung, würde ich auch erstmal drin lassen. Nur wenn ihr dann irgendwann nach einer gewissen Zeit merkt, ihr bekommt hier hinten, unten unterm Hop-Up-Fenster vielleicht den Abrieb von den BBs nicht mehr irgendwie rausgeputzt oder im oberen Bereich die weiße Schicht. Irgendwann ist das Ding halt so verdreckt innen drin, dass er nicht mehr sauber bekommt. Dann könnt ihr immer noch überlegen, ob ihr eben wieder einen günstigen Messinglauf reinmacht oder direkt auf den Edelstahllauf zurückgreift, den ihr einfach ein bisschen gröber putzen könnt. Da könnt ihr auch mit so kleinen Bürsten einfach rein, ein bisschen Schrubben innen drin. Die zerkratzen euch einfach nicht so schnell wie jetzt hier so ein Messinglauf. Aber wie gesagt, gibt es nichts zu maulen. 603er Messinglauf, schon mal in Ordnung. So, auch das Hop-Up-System selbst funktioniert wieder tadellos heute, muss ich sagen. Denn auch hier verbaut Begadi jetzt in einer neueren Version ihr eigenes Hop-Up-System. Das war bei der alten, glaube ich, noch nicht der Fall. Auf jeden Fall auch hier Fly 5 wieder in 60 Shore von Begadi. Ist so eine Art Flat-Top-Bucking oder so eine Kombination aus einem Maple Leaf, Macaron, Super Macaron und einem TNT letztendlich. Also relativ, kann man es ein bisschen erkennen, glaube ich, relativ lange Patchfläche innen drin, viel Druck, viel Reibung, viel Bremswirkung und dementsprechend natürlich auch problemlos 0,3 oder 0,32 Gramm BBs einmal möglich. So, das funktioniert, wie gesagt, wenn ihr das Hop-Up einstellt und wenn ihr dann den Hop gefunden habt, dann funktioniert das wirklich super. Ihr bekommt eine saubere, schöne Flugbahn drauf. Ich habe nur ein kleines Problem heute und das ist leider das Einstellrädchen, beziehungsweise die Hop-Up-Kammer selbst. So, das passt soweit. Wie gesagt, das passt wunderbar zusammen. Dann steckt das ganze Ding da hinten drin. Sitzt übrigens auch richtig schön Press. Bedeutet hier das Bucking wieder von Begadi. Ist schön Press in der Kammer drin, dichtet sauber ab. So, wenn wir jetzt aber uns die Hop-Up-Kammer anschauen, das ist immer noch die stinknormale JG Hop-Up-Kammer im Rotary. Bedeutet, ihr habt hier seitlich einmal euer Einstellrädchen dran und überdrehen stellt ihr dann letztendlich einmal den Hop ein. So, jetzt könnt ihr euch schon denken, worauf ich hinaus möchte. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei der alten Version auch so war oder ob es da ein bisschen straffer lief. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, besonders jetzt bei dieser kurzen Version, ist mir einfach aufgefallen, obwohl die Hop-Up-Kammer letztendlich zur alten identisch ist, dass das Hop-Up-Rädchen relativ relativ loose läuft. Also sehr, sehr leicht. Guckt mal, das hat überhaupt gar keinen Widerstand drauf. Da ist kein O-Ring oder irgendwas, dass es irgendwie ja, ein bisschen straffer läuft, es läuft komplett frei, sondern letztendlich der Druckaufbau wird nur über den Hop-Up-Lever bzw. über den Hop-Up-Arm geregelt. Bedeutet hier einmal der Hop-Up-Lever und unten drunter verbaut Begadi dann ihren passenden Tensioner. Das ist die 3 mm Version, 5 mm Länge, passt natürlich perfekt einmal zu dem verbauten Hop-Up Bucking hier einmal innen drin. So, dann sitzt das Ding da hinten drin und wird dann letztendlich nur über so einen kleinen Stahlpin hier einmal fixiert. Sieht also im zusammengebauten Zustand letztendlich so aus. Und wie gesagt, einfach nur der Lever drin, der Stahlpin und weder O-Ring irgendwie hier hinten dran, noch ein O-Ring irgendwie unterm Rädchen, noch irgendwie eine Feder hier einmal drin vom Lever. Bedeutet, der Widerstand vom Einstellrad wird nur über den Gegendruck vom Bucking und vom Tensioner erzeugt. Und jetzt könnt ihr euch schon denken, in der Nullstellung ist da absolut null Widerstand. Bedeutet, seht ihr, das dreht schon fast von allein weiter, das Hop-Up-Rädchen. Das finde ich, wie gesagt, nicht ganz perfekt umgesetzt. Erst wenn man dann anfängt, den Hop aufzubauen, dann fängt es auch an, einmal Widerstand aufs Rädchen zu geben. Und natürlich, je mehr ihr dreht, je mehr Hop ihr einstellt, desto höher wird der Widerstand. Finde ich, wie gesagt, nicht ganz perfekt. Ich bevorzuge einfach, also ich bin es vielleicht eigentlich ein bisschen gewohnt, diese modernen Systeme, wo einfach noch mal ein O-Ring drin ist oder eine Feder am Lever, wo einfach der Widerstand zum Einstellen gleichmäßiger ist oder einfach ein bisschen schöner ist. Also hier auch Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich nichts kritisieren, da es funktioniert wirklich. Ihr könnt 0,3er verwenden oder von mir aus 0,32, das funktioniert. Aber das mit dem Einstellen von dem Rädchen bei der Hop-Up-Kammer finde ich nicht ganz perfekt. Ich muss mir noch überlegen, ob ich vielleicht einen Neutralpunkt heute auf die Hop-Up-Kammer gebe. Weiß ich noch nicht. Werden wir gleich einmal im Fazit klären.
Gut Leute, das soll es gewesen sein. Relativ kompaktes Video, glaube ich zumindest. Einmal zum Thema AOG in der Generation 2 und jetzt auch speziell in der A3 Kommando-Version verfügbar. Dementsprechend möchte ich jetzt auch mein Fazit von vor einem Jahr nochmal aktualisieren auf die neue Version. So, beginnen wir bei meinem ersten Pluspunkt. Der bleibt natürlich exakt identisch. Auch bei den neueren Versionen der gesamte Schaft komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Nicht wie bei allen anderen aus ABS. Und wenn man einfach eine SAEG mit einem geilen Schaft haben möchte als AOG, dann kommt man letztendlich an dem Modell so oder so nicht vorbei. Zusätzlich zu dem Schaft würde ich ebenfalls die Farbe, dieses OD, noch bei diesem Pluspunkt noch ergänzen. Bis jetzt war immer nur die Standard A2 in Schwarz verfügbar und jetzt gibt es eben auch OD. Und den Farbton hat JG einfach perfekt umgesetzt. Richtig, richtig sexy, toller Farbton, tolle Haptik, geiler Kunststoff. Ein Pluspunkt auf den Schaft. Nächster Pluspunkt ist dann Thema Federschnellwechselsystem. Das ist gleich geblieben. Natürlich direkt einfach Schaftkappe weg und ihr könnt umgehen, einmal hinten die Feder tauschen. Ihr könnt das Modell runterdrosseln auf 1,2 Joule, ihr könnt hoch auf 1,8, 1,9. Euch sind hier keine Grenzen und ihr habt hier keine Limitierung und könnt dementsprechend das Modell auch für sämtliche Events einmal einsetzen. Finde ich klasse. Federschnellwechselsystem, benutzerfreundlich, Flexibilität, ebenfalls ein Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt sind dann zunächst einmal die Internals, würde ich sagen. Bedeutet, ja, natürlich die Gears sind Standard China Gears, wie man es auch bei Specna Arms drin hat, wie man es bei E&C drin hat und bei zigtausend anderen Herstellern letztendlich auch. Also nichts Weltbewegendes, aber ansonsten grundsolide, super Pisten drin, Polyamid-Kunststoff mit Stahlzähnen, der AOE ist sauber eingestellt und ganz besonders möchte ich heute darauf eingehen, was Begadi gut gemacht hat, finde ich. Das habe ich euch damals sogar schon angesprochen. Jetzt haben sie hier sogar diesen blauen Zylinderhead mit dem weichen, großen Turbopad eingebaut. Und es macht einfach Weltenunterschied, wie sich das Modell anhört. Bei der alten Version habe ich euch noch damals im Review gesagt, ihr seid einfach mit dem Ohr aufgrund des Bullpup-Systems direkt an der Gearbox dran. Bedeutet, ihr nehmt sowieso den Aufprall und den Klang von der Gearbox. Nehmt ihr hier bei dem Modell so oder so deutlich stärker wahr, wie wenn die Gearbox jetzt bei anderen Modellen weiter vorne sitzt und dementsprechend weiter weg ist vom Ohr. Aber ihr habt jetzt eben nicht mehr im Ohr dieses Kunststoffscheppern vom Aufschlag, dieses Knallen einfach. Wird hier also vom Klang und auch vom Spielen her deutlich angenehmer. Also hier gut optimiert Begadi, der Zylinderhead ist einfach einwandfrei und passt perfekt in diese AOG rein. Auch die Nozzle ist erstmal gut, dichtet sauber ab, ist aus Aluminium, hat den O-Ring, passt soweit. Nur habe ich euch vorhin schon mal gesagt, wollt ihr jetzt höher gehen, wie von mir aus 0,3, 0,32 oder halt dann hoch auf 36, 0,4 Gramm, dann würde ich gegebenenfalls überlegen, die Nozzle durch eine 25 mm zu ersetzen. Denn natürlich, je schwerer die BBs sind, desto mehr Kraft braucht die Feder hier im Magazin drin, um die BBs nach oben zu bewegen. Desto langsamer ist der Kugelstrang letztendlich. So, und hier ist aber diese 25,4 mm Nozzle aufgrund dieser langen 2 mm Phase fast ein kleines bisschen zu lang. Bedeutet, wenn ihr 0,36 spielen wollt und ihr habt am Ende vom Magazin bei den letzten BBs Feeling-Probleme, dass die BB nicht rauskommt, dann eben 25 mm Nozzle rein, abgerundet, eine E-PES oder eine Begadi, ist wurscht, und dann funktioniert es wieder. Also hier die Nozzle-Länge für schwere BBs nicht ganz perfekt, vielleicht um 0,2 mm ein bisschen zu lang. Wie gesagt, spielt ihr bis 0,3, lasst es drin und spielt und fertig. Okay, so, Internals. Dann der nächste Pluspunkt, selbstverständlich muss man wiedergeben, EFCS und MOSFET drin verbaut, direkt out of the box, super Elektronik, tut was es soll, Zyklenüberwachung drin, Akkuüberwachung, Akkuabschaltung drin, Trigger einmal über den Mikroschalter, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber auch hier würde ich wieder auf das Core EFCS-System und auf die Gewährleistung 4 Jahre, würde ich auch wieder einen Pluspunkt geben. Das ist einfach klasse, das passt soweit. So, nächster Pluspunkt ist auch wieder gleich geblieben. Gesamte Demontage, Konstruktion und für eine Wartung finde ich einfach mega bei einer AOG. Habe ich euch gezeigt, Zerlegehebelrunde, ihr könnt das Rohr rausziehen, ihr kommt super schnell an die Hop-Up-Kammer ran, ihr könnt den Upper Receiver schnell runterziehen, ihr kommt von hinten schnell an die Gearbox ran. Es ist einfach ein unheimlich schnell und einfach zu verwendendes System, sagen wir mal so. Bedeutet auch, wer jetzt nicht so tief drin ist in der Technik und mal eine Wartung machen möchte oder mal ein neues Hop-Up-Bucking braucht, weil es halt verschlissen ist, geht einfach ruckzuck und geht deutlich einfacher wie bei manch anderen Systemen. Also dementsprechend Konstruktion, Demontage ebenfalls ein Pluspunkt. So, und der letzte Pluspunkt ist speziell nur bei der A3 Kommando oder XS Kommando Version der Fall und das ist das Volumen und warum ich das Modell einfach am interessantesten aus der AUG-Serie finde.
Wie gesagt, hier haben wir einfach aufgrund der Lauflänge von 340 mm und dem Type-F-Zylinder hat man hier ein Verhältnis vom Volumen von 2,5:1. Bedeutet, ihr habt unheimlich viel Luft, die von hinten die BB einmal durchdrücken kann. Und das ist eben bei den langen Versionen nicht ganz so gut. Da habt ihr 1,8:1 mit einer Lauflänge von 510 mm, also M16-Länge. Und da seid ihr halt dann wirklich bei 0,28 bis maximal 0,3. Das ist wirklich Feierabend. Ansonsten geht euch einfach ungefähr ab der Hälfte oder halt ab 3/4 vom Lauf, geht euch einfach die Luft aus. Bedeutet, es kommt keine Luft mehr nach, um die BB zu beschleunigen. Und das ist eben bei dieser Kommandoversion nicht nur, dass sie einfach kompakter ist, sondern auch vom Volumen finde ich das einfach deutlich interessanter. Also meiner Meinung nach das beste AUG-Modell, was die Größe und was die Konfiguration vom System angeht. Volumen. So, Dala, jetzt muss ich leider noch 3 Neutralpunkte ansprechen. Kommen wir zum ersten Neutralpunkt. Das hat sich leider nicht verbessert im Vergleich zu der alten Generation. Das ist der Abzug. Und ja, Begadi hat geschrieben, sie releasen einen Speed-Trigger, habe ich aber nicht da und entsprechend muss ich es als Neutralpunkt geben. Auch dieser ist weiterhin, versteht mich nicht falsch, der Abzug ist nicht schlecht. Definitiv nicht und auch mit dem Mikroschaltersystem, es funktioniert. Aber ihr werdet, oder es ist doch relativ, ja, wie soll ich sagen, relativ gewöhnungsbedürftig, dieser Abzugsweg. Ihr habt einfach nicht dieses direkte und schnelle, feine, wie bei einer AR-15 oder auch wie bei einer AK, dass ihr einfach den Abzug hinterstellt und dann klack, klack, klack. Das geht hier einfach nicht. Bedeutet, das System würde ich eher mit so einer T21 ein bisschen vergleichen. Ja, ihr könnt auch schnell triggern, aber aufgrund dieses AOG-Systems macht ihr automatisch immer einen größeren Weg oder legt einfach mehr Weg zurück. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie Begadi ihren Speed-Trigger umsetzen möchte, denn rein hier vorne funktioniert es meiner Meinung nach nicht, denn hier ist die Sicherung einmal drin und man muss einfach den Abzug bis über diesen Klickpunkt hinweg fahren, um einmal den Schuss brechen zu können. Ich gehe davon aus, dass sie irgendwie hinten aufs Abzugsgestänge irgendwie was montieren oder auf diesen Umlenker da innen drin irgendwie sowas. Wie gesagt, lasse ich mich überraschen, bin ich gespannt. So, der nächste Neutralpunkt ist die Hop-Up-Kammer. Das Hop-Up-System selbst funktioniert erstmal super. Klar, Begadi hat jetzt ihr eigenes Bucking drin, ihr eigenen Tensioner. Funktioniert auch hervorragend mit 0,32 Gramm BBs. Das ist schon mal klasse. Aber die Hop-Up-Kammer selbst vom Einstellen ist nicht ganz so perfekt. Ist natürlich auch bauartbedingt der Fall, bedeutet, man braucht relativ dünne Finger, um hier reinzukommen, ums Rädchen einzustellen. Wenn man da Handschuhe anhat, das könnt ihr vergessen, da kommt ihr nie im Leben rein. Braucht also irgendwie einen Schraubendreher oder irgendwas, um dann das Hop-Up einstellen zu können. Und auch das Rädchen selbst wird letztendlich, der Widerstand des Einstellrädchens wird letztendlich nur aufgebaut oder erzeugt aufgrund des Gegendrucks von der Hop-Up-Kammer gegen die Gearbox über die Federspannung. Bedeutet, das Rädchen läuft jetzt nicht wie bei modernen Hop-Up-Kammern irgendwie über den O-Ring drüber oder der Lever ist nicht irgendwie unterfedert, um Widerstand aufzubauen. Das ist hier alles nicht der Fall. Und dementsprechend geht einfach die Standard-Hop-Up-Kammer, ja, sie funktioniert, man kann es nicht kritisieren. Wenn man aber moderne Hop-Up-Systeme gewohnt ist, jetzt eine Neptune, eine Max oder sowas, geht einfach die Kammer nicht ganz so fein zu justieren, wie man es halt von modernen Kammern kennt. Auch hier wäre es mal angebracht, dass vielleicht mal jemand eine moderne Hop-Up-Kammer einmal entwickelt für dieses AOG-System. Denn letztendlich alles, was ich gefunden habe im Netz, ist genauso wie die Standardkammer. Braucht man also nicht wirklich aktualisieren. Okay Leute, so und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, den ich leider geben muss. Den nenne ich jetzt erstmal Preis und damit meine ich nicht den Preis selbst, sondern damit meine ich die Preisdifferenz. Wenn ihr jetzt bei Begadi mal reinschaut, jetzt kostet die aktualisierte A2-Version, eben wo wir das Video vor 1,5 Jahren gemacht haben, kostet jetzt keine 220 € mehr, sondern kostet jetzt 270 €. Also eine Differenz von 60 € ungefähr, 50, 60 €. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, Wirtschaftslage, hin und her, bessere Teile drin, 2 Mid-Cap-Magazine. Vollkommen gerechtfertigt, immer noch deutlich günstiger wie manch andere Modelle. Und das ist ein Schnapper, würde ich sagen. Also das passt. So, jetzt wollen sie aber für die A3 Kommando-Version, obwohl das Modell kompakter ist und auch für die lange A3-Version, wollen sie deutlich mehr. Bedeutet, das Modell kostet stolze 370 € und die lange A3-Version kostet 420 €. Und wie gesagt, das ist teuer. Und würden jetzt alle Modelle irgendwo in der gleichen Preisspanne liegen, dann hätte ich den Punkt vielleicht gar nicht angesprochen, weil dann ist es halt einfach so. Da aber die A2 100 € weniger kostet wie die kompakte Version, fragt man sich da schon ein bisschen.
Also irgendwie, wie das zustande kommt, kann ich mir nicht erklären. Ja, natürlich, es ist alles ein bisschen teurer geworden. Das Material, vielleicht auch das Aluminium irgendwie teurer geworden. Alles schön und gut. Aber doch keine 100 Euro, oder? Ich meine, ja gut, so ein Griff. Was kostet so ein Griff in China? 20 Euro, 30 Euro. Bisschen hier Aluminium, bisschen da oben noch Aluminium, bisschen hier Alu oder Zink. Ja, natürlich, sie darf ein bisschen teurer sein wie die A2-Version, da mehr Metall verwendet und einfach hier die Metallpreise deutlich teurer sind. Das ist in Ordnung. Aber 100 Euro? Puh, finde ich, wie gesagt, die Preisdifferenz finde ich heute leider nicht ganz so prickelnd. Sind wir ehrlich, drumherum kommen tun wir nicht. Wer einfach eine geile AOG haben möchte, so eine kompakte mit Nylonschaft in OD, der kommt da eh nicht dran vorbei. Der muss leider den Preis friss oder stirb auf gut Deutsch. Finde ich ein kleines bisschen schade. Ich dachte auch, sie liegt ungefähr im gleichen Preissegment, auch so vielleicht 280 oder lass 300 Euro sein. Dann hätte ich vielleicht sogar angesprochen, Preis-Leistung ist super. Denn es ist die beste AUG, die man haben kann im SAEG-Bereich. Aber 370, Leute, sind schon wieder 70 Euro mehr vom Weihnachtsgeld, die weggehen. Scheiße. Nee, wie gesagt, na natürlich, mich interessiert es mal, wie der Speedtrigger wird. Ich werde das Modell auch schon abgeklärt, ich werde das Modell auch noch längere Zeit da lassen. Ich möchte euch irgendwann, wenn eben der Speedtrigger mal verfügbar ist, möchte ich mal so ein kleines Projekt mit euch zusammen machen. Vielleicht mal 13 1er Gearset rein, vielleicht ein Brushes rein. Einfach das Modell noch ein bisschen, mal gucken, was maximal möglich ist. Wie gesagt, schauen wir uns dann an, dementsprechend lasse ich es ja mal da. Modell an sich ist geil, aber auch sehr, sehr teuer, muss man sagen. So Leute, jetzt haben wir es geschafft, sind wir durch. Wenn ich jetzt noch irgendwas vergessen habe anzusprechen, wenn ihr weitere Fragen habt oder irgendetwas korrigieren möchtet, ihr wisst Bescheid, wie immer einfach Kommentarfeld unten nutzen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht den Kanal unterstützen möchtet, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich mega drüber freuen. Und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.